Männers, da sind wir wieder. Was geht? Einen wunderschönen guten Abend zusammen, euch allen. Schön, dass ihr am Start seid. Hier Montag, Abend, Nachmittag, 17:45 Uhr, Leute. Wie immer pünktlich wie die Feuerwehr. Ich grüße euch alle. Schön, dass ihr da seid, Männers. Wie geht's? Wie steht's denn so? Habt ihr Bock auf eine Runde Watchparty? Oh, es ist, Hater würden sagen, Mabix, geh mal arbeiten. Du hast heute gar nichts zu tun, du musst ja gar nicht schwitzen. Aber ist das nicht mal geil? Einfach zusammen zu chillen ist auch mal geil, oder? Wie sieht's aus? Also ich finde das klasse, ab und zu mal. Es muss nicht immer sein, aber ab und zu, alle paar Wochen. Alle paar Wochen finde ich das mal ganz geil. Ein bisschen mit euch zu chillen, Leute. Können wir sonst nicht ganz so oft. Außer während unserer, also zwischen den Stints, die wir mal... Oh, warte mal, ich glaube, hier tut sich gerade schon was. Ich warte hier gerade übrigens auf den World Feed. Und kann hier gleich euch schon... Wir können gleich schon reinschauen hier in den Bums. Stabile Brille, was? Wie immer. Meine Brille, da habe ich nichts geändert, oder? Hab ich was... Wann geht's denn los? 18 Uhr, soweit ich das hier mitbekommen habe. Um 18 Uhr soll es losgehen. Und deswegen, ich warte hier gerade, bis im Hintergrund der Stream angeht. Und solange können wir einfach nochmal eine ganz entspannte Runde quatschen, Leute. Eine ganz entspannte Runde. Also, dieses Mal, also bei dem ersten ESL Rennen, beziehungsweise was wir uns letztes Mal reingezogen haben zusammen, die ersten 2 Läufe, da war es ja so, dass das Ganze offline stattgefunden hat. In Katowice, in Polen. Und diesmal ist es aber so, dass das Ganze online stattfindet. Was sehr interessant ist, denn dann können wir zum Beispiel mal sehen, wie sich das Ganze verhält, wenn man online unterwegs ist. Also, also mit der Crash-Physik und sowas. Weil offline ist immer noch ein Unterschied im Vergleich zu online. Gerade mit diesen ganzen Berührungen und sowas. Deswegen, das ist sehr interessant und das wird auch heute nicht so lange gehen. Ich denke mal so um die 2 Stunden, 2,5 Stunden wird das Ganze heute gehen hier. Und es geht direkt ans Eingemachte. Ich glaube, Semifinals und das Finale oder so stehen an, wenn ich mich nicht irre. Aber das werden wir jetzt gleich sehen. Ich hoffe es, weil noch sehe ich hier gar nichts. Ich hoffe, wir sehen gleich was. Daniel, danke. Für den 5. Monat. Oder für den 6. mittlerweile. Seit 5 Monaten am Start. Vielen lieben Dank, Daniel. Grüße dich. James wäre gerne gefahren. Was? Welcher James? Was? Wo? Genau. Heute können... Ich meine, ihr fühlt euch sowieso immer so, ne? Wenn ihr mir zuguckt, ihr guckt mir beim Schwitzen zu, aber heute können wir gemeinsam anderen beim Schwitzen zugucken. Ist doch auch was Feines. Also ich find's mal so... Es ist mal... was anderes auch für mich. Ist super. Shiro, haben wir lange nicht gesehen, gehört. Wo ist mein Discord? Moment, ich muss mal kurz... Discordo. Ist Noah überhaupt schon da? Nee, ist er nicht. Aber Leute, ich hoffe, euch geht's gut. Ihr habt den Montag schon mal so ein bisschen überstanden. So, Montag ist immer so... Muss erstmal so ein bisschen in Wallung kommen. Aber ich glaube, ihr macht das. Ich glaube, ihr habt das gut gemacht. Ihr habt den Montag alle gut überstanden und ich sag das jetzt einfach mal so. Die guten Vibes, Leute. Wir brauchen die guten Vibes hier. Guten Tag zusammen. Nee, das war hier, hört sich komisch an, aber war eine Tür. Hätten auch 2 Fingernägel sein können, ja. Oder Katze. Weißt du, wo ich eine gute und billige Grafikkarte bekomme? Gut und billig. Ja, das ist immer... Ne? Das ist so wie bei den... im Fitnessstudio. Ich will Fett abbauen, aber gleichzeitig Muskeln aufbauen. Ja, da haben wir ein Problem. War ich zu breit für die Tür? Ja, irgendwie so war das. Also es war dunkel und da war eine Glastür und die war irgendwie weiter zu, als ich gedacht habe. Und dann bin ich irgendwie an dieser scheiß Glastür längs geschraubt. Und die Glastür, die war halt auch schon so ein bisschen scharfkantig. Die Antwort des Notebooks billiger. Was soll ich euch sagen, Leute?
Natürlich ist es Notebooks billiger. Ich habe meine Grafikkarte auch, also die 4090, die war da für einen sehr guten Kurs tatsächlich, für 1900 Euro oder so. Was sau viel Geld ist, aber für eine 4090 ein sehr guter Kurs auf jeden Fall ist. Ja, danke dir, Olli. Gestern war ein sehr, sehr guter Stream. Also auch nochmal vielen lieben Dank an euch alle, die dabei waren und es war auch einfach unfassbar krank vom Support und allem. Geisteskrank. Geisteskrank, kann man nur immer wieder sagen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Warte mal, ich glaube, da kam noch vorhin noch eine Mitgliedschaft rein hier, oder was? Cranks war es, in den 9. Monat hier. Cranks, vielen lieben Dank. Ich weiß nicht, seit 9 Monaten, Mitglied seit 9 Monaten, gehst du jetzt in den 10. Richtig. Mabix. Moin, grüß dich, Cranks. Warum geht es hier überhaupt nicht los? Hier steht, warte mal. Ich versuche nochmal was. Leute, und, werde ich aber gleich nochmal drauf eingehen. Ich werde heute etwas, es gibt so ein kleines Gewinnspiel, so ein kleines Giveaway für euch heute. Ein kleines Giveaway. Ganz spontan. Ich habe nämlich mit jemandem geschrieben von einem Team, das heute hier auch mitfahren wird. Haben wir in dem einen oder anderen Rennen letztes Mal bei der Watchparty auch angefeuert. Dieses Team, hier und da. Und da kann ich so ein kleines Giveaway an euch heraushauen. Weil ich mit dem Teammanager von diesem Team Kontakt habe. Und der hat gesagt, wir sind mal ehrenhaft und hauen mal was raus für euch. So, also da werde ich gleich auch nochmal kurz drauf eingehen, so rum. Wo ist denn jetzt hier... Also noch sehe ich hier kein Feed. Genau, es geht um Maus. Team Maus. Also sehr korrekt, die Dudes von dem Team. Wie gesagt, bin auch da mit dem Teammanager so ein bisschen in Kontakt und das ist auch mal cool, hier und da so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen. Ja? Also ich kriege da auch ein bisschen was mit, das ist sehr, sehr cool und sehr sympathisch auf jeden Fall. Und wie gesagt, ist auch ein größtenteils deutsches Team. Ne? Also der Max Benecke, der Moritz Löhner, der Juri Kastov. Oh, es geht los, Leute, es geht los. So, machen wir mal so. So könnt ihr das sehen. Ja, so könnt ihr das sehen. Aber ich kann sogar die Pedalcam hier, die kann ich heute mal ausmachen. Ne? Einen Moment, Leute, Webcam. Ne, wo ist die Cam? Da. Okay, perfekt. Aber solange, ja, können wir ja noch so ja voll mit quatschen. Ja. Ich kannte tatsächlich, einige von euch werden vielleicht Maus eSports, also das, oder Maus Sports oder wie der heißen, ich weiß nicht genau, wie der genaue Name ist. Das ist ja auch ein sehr, sehr, sehr großes eSports-Team generell. Und, warte, ich werde mal eben kurz gucken. Maus. Okay, kann man so oder so lesen. Maus eSports oder Maus Sports. Die sind auch riesig auf Instagram, haben knapp 160.000 Follower. Die sind ja normalerweise irgendwo auch immer oder die kommen aus dem Shooter-Bereich, so wie zum Beispiel auch Face und so. Aus dem Counter-Strike-Bereich und so. Und ich kannte die tatsächlich nicht, weil ich halt nicht so im Counter-Strike, nicht so in der Thematik drin bin. Aber tatsächlich sollen die da auch soll ein richtig krasses Team auch sein. Und deswegen umso geiler zu sehen, dass so welche Teams halt jetzt auch mit Simracing anfangen, wenn du es so willst. Finde ich richtig cool. Und sehr interessant, sowas zu sehen. Genau. Ja, also ich kannte die halt nicht, weil ich halt nicht so im Shooter-Bereich, also halt jetzt in Warzone, Call of Duty mäßig so, ja, aber wenn es die halt schon seit CS 1.6 gibt, dann gibt es ja schon Ewigkeiten, ne? Aber da war ich halt nie so drin.
Und die scheinen auch sehr erfolgreich zu sein, so mit dem, was sie tun. Also Face habe ich halt öfter mal gehört, hier und da. Face ist halt, ich glaube, das global größte E-Sports-Team. Und Maus ist, glaube ich weiß nicht, ob Maus ursprünglich ein komplett deutsches Team ist oder war. Das weiß ich nicht, die Geschichte dahinter. Moin, Elvinko, was geht? Moin, Antonio, was geht, was geht? Ich bin nicht verletzt, nö, Kratzer. Zwei Kratzer. Alles gut. Was geht? Moin, Männers. Es geht in 6 Minuten 30 Sekunden los. Und dann können wir uns heute hier wieder alles... Warte mal, 480p. Oh, wir brauchen 1080p hier, hallo. Let's go. Solange lassen wir unsere Düdelmusik hier noch eine Runde laufen. Und können noch ein bisschen quatschen. Aber auf jeden Fall kann ich da, warte mal, kann ich glaube ich schon mal zeigen. Es sind ja schon ein paar Leutchen hier. Und ich kann euch in der Zeit schon mal zeigen, was die Jungs von Maus heute hier als kleines Giveaway für euch an die Community raushauen werden. Wo haben wir das denn hier? Wo haben wir das denn aufgemacht hier? Haben wir das denn? Also, warte, was haben wir hier? Was für 1080p? Ist so. Moment. Also Leute, ich zeige euch das mal eben kurz. Das ist übrigens der Max, wer ihn noch nicht kennt. Legende in iRacing auch. Ich glaube, einer der, oder derjenige, der auch noch das höchste iRating hat, Maximilian Benecke, der fährt bei Maus und dieses Shirt oder einer dieser Shirts, dieser Trikots, also ist ja wie so eine Art Trikot, das wird heute rausgehauen und so wie ich das, warte mal, Red T-Shirt und so ein T-Shirt wird auch noch rausgehauen von Maus, von Puma. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal drauf freuen. Wird im Laufe des Streams, werden wir das irgendwann machen. Da überlegen wir uns mal noch irgendwie ein Keyword oder so. Und dann machen wir das so. Genau, so ein Maus-Trikot und ein Maus-T-Shirt. Könnt ihr heute hier gewinnen. Finde ich auch eine sehr, sehr coole Aktion. Wie gesagt, hat mich der Teammanager von Maus hat mich darauf angesprochen, so, ey, habt ihr da Bock drauf? Na klar, haben wir da Bock drauf, Leute. Keywords Captain gewinnt. Ey, und dann gewinnt er wirklich hier, weißt du? Dann haben wir die nächste Story hier. Der Dude beim letzten Bild. Ohne Scheiß, ich kenn die halt alle gar nicht. Da werden die einen oder anderen jetzt wahrscheinlich auch denken, Junge, Mabix, das ist Allgemeinbildung. StarCraft 2 oder sowas, da war ich halt nie drin. Fragt mich nicht, Leute. Was ist StarCraft 2? Keine Ahnung. Hier so League of Legends und so. Und was weiß ich, was es da noch alles für ein Bums gibt. Dota oder so. Aber wie das alles funktioniert, ich sehe da nur wieder... Also, das ist für mich einfach viel zu chaotisch. Ich weiß nicht, ich verliere da komplett den Überblick. Auch in 3XL. Ich weiß es nicht, ob man da auch als... weiß ich nicht, was die da, bis welche Größen die da haben. Ich kann mal nachfragen. Kriegen wir schon irgendwie hin. Ein StarCraft-Spieler. Da seht ihr mal, ne? Also die E-Sport-Szene, Simracing ist, glaube ich, im Vergleich zu den ganzen anderen E-Sports-Bereichen so, also gerade so Shooter und so, aber auch League of Legends, StarCraft oder wie, ne? Alles, was es da so gibt, ist Simracing halt so. Das ist krass. Ne? Und da ist Simracing, glaube ich, jetzt schon ein bisschen am Aufholen mit der ESL. Könnte man glaube ich, so sagen. Günther, danke dir für deine Mitgliedschaft auch in den 2. Monat. Vielen, vielen Dank, Günther. Ehrenmann, Dankeschön. So sieht's aus, Männers. Es geht in 2 Minuten übrigens los. Dann machen wir schon mal Vollbild wieder hier und ab die Fahrt gleich. Wo gibt's den Momo-Sitz? Den gibt's, ich glaube, bei den gängigen großen
Hier sowas wie Sandler24 oder wie heißt die Seite? Ich habe den damals bei Oldtimer Team. Also das ist irgendwie so eine Seite, so eine Oldtimer-Seite und die haben tatsächlich auch so Simracing-Sitze gehabt und da war der tatsächlich auch im Angebot. Aber einfach mal Momo Daytona Evo XL eingeben oder so. Dann findest du diesen Sitz den kannst du wahrscheinlich in mehreren Läden irgendwo kaufen. Also mittlerweile gibt es ja da schon eine größere Auswahl. Ortosch auch im 2. Monat am Start. Vielen lieben Dank. Moinsen. Grüße dich. Moin Männers. Brauchen einen neuen Command-Arm. Meinst du wegen Kratzer? Wegen, was auch immer für Verletzung hier? Ah, Verletzung, Leute, was für Verletzung? Ja. Genau, das sind, ne? Mabix hat mal gearbeitet in seinem Leben. Startet ihr auch mal bei der ESL? Irgendwann mal vielleicht? Also bei diesem Event, ist halt ein Riesen-Event, wo Werksteams und also Riesenteams reinkommen, weil du halt auch, glaube ich, eine sehr große Gebühr irgendwie zahlen musstest und da kommen halt, also ihr seht zum Beispiel die Unicorns oder so, die werden mit Sicherheit auch sehr gerne hier mitgefahren, aber es ist, glaube ich, ein sehr großer finanzieller Aspekt auch gewesen, da mit dran teilzunehmen und deswegen sind das nur sehr ausgewählte Teams und wie gesagt nur so Werksteams und sowas halt alles, ne? Welche Weltrangliste bist du im Simracing? Ich kann dir sagen, welche Weltrangliste ich auf LFM bin. Da bin ich Zweiter jetzt gerade. Aber es zählt ja nicht. Oder vielleicht doch, wer weiß das schon. So, Leute, es geht los. So langsam. Ich weiß gar nicht, warte mal. Ich muss mal eben kurz gucken, wie laut das jetzt hier ist. Müsst ihr mir sagen, ob das irgendwie zu laut, zu leise ist und so weiter. Everybody and welcome to ESL R1 round number 3, where the very best drivers are all going to be going head to head in Rennsport to show us and prove if they have what it takes to go the full distance. I did mention it's round number 3. We're now in the online era of ESL R1, and for the very first time I'm so incredibly excited to see how this is going to pan out, but it's also my very first time here as well. For the folks that don't know me, my name is Jasmine, but you can go ahead and call me Veracity. But I'm not going to be the only face on your screens today. I also have the notorious expert Luke Crane joining me as well. Oh, Luke, I see Luke. You're like a deer in headlights. You're like, expert? Hello, Luke. Really? How's it going? Yeah, don't put that question to Twitter, that's for sure. Yeah, I'm good. I'm excited for this. We're online. Obviously, we had Poland for the first 2 rounds, but now as we head online... Luke Crane auch einfach eine Legende, ne? Also ich kannte den bis vor einem Jahr oder so, kannte ich den auch gar nicht. Habe mich aber auch nie so mit beschäftigt, aber ist auch einfach so eine Kommentatoren-Legende, glaube ich, hier in dem Bereich. Und geile Hemden hat er auch an, absolut. Well, actually, if you watch the first 2 rounds in Poland, it's pretty much exactly the same. We've got 14 drivers, 4 drivers per team, so there's 12 teams, and then we have 4 quarterfinals of 12 drivers. Only 1 driver per team can appear in a quarterfinal, so you can't have wie alle abgehen hier. Das ist alles Marketing, Leute. Die wissen, wie sie euch kriegen. Make it through to our semi-finals, which are today, which are 2 semi-finals of 12, and the top 6 from each of those make it through to our final. Every single race will be 15 minutes. Times a little bit shorter than it was before. Should make for some thrilling action. I'm like that gif of the woman that's got all those equations and all the numbers kind of floating around her head, right? Because you just thrown a whole lot of numbers at us. So I think the best way of probably tackling this is for the folks at home, let's give them a bit of a TLDR as to how the entire season of ESL R1 is going to end up panning out.
Sowas kann die ESL halt richtig geil, ne? So Präsentation. So, jetzt kommt nochmal das Regelwerk, beziehungsweise ne, die ganzen Konstellationen. And of course, for the title as the first ever winner of ESL R1. The season is split up into 2 stages, the regular season and the major. The regular season consists of 8 rounds. Each round consists of 4 quarterfinals, 2 semi-finals, and a final. In every round, each team nominates 1 driver for each quarterfinal. Top 6 drivers from each quarterfinal will qualify for the semi-finals. And again, top 6 drivers from each semi-final will qualify for the final. In each round, all drivers score points individually for the driver championship, as well as for their team in the team championship. These points are based on the driver's placement in each round. In the regular season, they can score between 0 to 60 points. The best 24 drivers from the regular season will qualify for the Major LAN event, where they will compete for the title in the final rounds of the ESL R1 spring season and for the prize pool of €225,000. Den Übergang hätten wir aber auch besser machen können. Ne? Also ich als Content Creator sehe sowas direkt. 45,000 for the Drivers' Championship alone and then an additional 45,000 for the Team Championships. Also das setzt sich auf jeden Fall aus verschiedenen, ne? Also insgesamt ist es, glaube ich, ein Preispool von knapp einer halben Million und ne, dann gibt es halt erstmal diese eine Season, wo 225.000, glaube ich, ausgeschüttet werden und dann gibt es halt nochmal diese Majors zum Schluss, wo dann halt sich gewisse Teams für qualifizieren, wo dann, glaube ich, nochmal irgendwie so viel ausgeschüttet wird. Lots of money on the line, 225,000 euros for season number 1. Like, it is, there's so much on the line for this. But yeah, chance for drivers to make money, I love it. Chance to make money, I love it. A little bit earlier on about the fact that you are no longer in Poland. It is now the online era. Talk to me a little bit about the key differences between the LAN environment and the online Ja, jetzt erzähl doch mal kurz die Unterschiede. Yeah, in the LAN environment, there's nowhere to hide. We actually saw a little bit of an altercation between Graham Carroll and Rainer Talver when they had a bit of an issue on track with each other. But at home, you can kind of get away with being a little bit more aggressive because someone can't just get in your face and tell you, do you know what, that was wrong, not happy with you. You might get a couple of really angry Discord messages, I guess. So you're a little bit more comfortable, I'd say. You're also on your own rig, so you're really going to feel a little bit more comfortable just, you know, going through corners, braking zones, accelerating, etc., etc. You're not having to get used to a new rig. You know, what we had in Poland, everyone had exactly the same rig. So it's a little bit more comfortable for the drivers. So I'm expecting to see the times be a lot closer with each other because of that. Now, in regards to the actual ist halt wirklich so, ne? Also wenn du, jetzt sind halt alle zu Hause, also alle fahren von zu Hause aus, quasi so, wie wir es auch in ACC machen, dann ne, online quasi. Und letztes Mal war es ja offline und wie er gerade gesagt hat, so wenn du halt neben dir jemand sitzen hast, dann überlegst du dir halt auch eher, wie du da reindivest oder was du halt machst, ne? Weil du halt direkt demjenigen sagen kannst, Junge, oder ne? Das sieht ja so aus wie Mabix mit seinen Kratzern hier danach. Und du sitzt natürlich auch in deinem eigenen Rig und alles. Also das ist auch auf jeden Fall ein großer Unterschied. Und wir sehen das mit der Kontaktphysik und alles, wie gut das tatsächlich ist, wenn wir die jetzt online fahren. By the end of the one race. Getting used to the rigs is difficult for them in Poland because they had 3-hour sessions as a team where they, you know, slots where once they were done. Whereas at home, they've had thousands of hours with their sim rigs, so they know every nuance about, you know, their steering wheel input, the pedals, their seat. They can have their favorite cushion in their seat as well. You know, once they finish a race, they can go get themselves a cup of tea. You know, maybe they've got their favorite biscuits as well. It does come down to that. It's just creature comforts. It's their home comforts. So yeah, I feel like they're going to be in a much more comfortable position. And how about the point system? How are the previous results of some of these drivers going to factor into this? Well, you just need to get as far as possible, right? If you P1 after the end of the day in the final, you get the most points, and if you go out in the semi-finals, then you get less points. So really, it's just about getting as far as you possibly can. Well, obviously, we also have the drop score rule, which has been added as well, meaning that, you know, one result will not be counted. From rounds 1 to 6, we're going to be taking, you know, basically, quote unquote, the very best of results. The lowest result will not be counted for Hallöchen zusammen, grüßt euch alle. In fact, between rounds 1 to 6. So I think es geht jetzt, glaube ich, gleich schon los. Also das wird nicht lange dauern. Wie gesagt, das ist ein reines Online-Event diesmal und da werden sie
glaube ich, auch nicht so viel drumherum machen. So, hier sehen wir die Driver, also die Fahrer-Championship-Tabelle und von den die Teamwertung quasi. Und da sehen wir, die Maus-Truppe, die ist sehr gut dabei. Sehr, sehr gut dabei. Also ich glaube, aus deutscher Sicht müssen wir auf jeden Fall den Mäusen, ne, also das sind hier dieses Logo, das müsst ihr euch eigentlich merken, oder diese Namen. Löhner, Benecke, der Juri Kastorp ist jetzt hier, ist leider ein bisschen weiter unten, weil er am Anfang ein paar Problemchen hatte. Aber ihr seht auch, overall, P2 sind die sind sehr gut dabei. Die Mäuschen, genau, immer schön die Mäuse rausholen hier. Well, I'm certainly intrigued to have a little bit of a catch up with what went down with our first two kind of semi-quarterfinals, over on Friday. So let's go ahead and Sven, was geht? Moin. have a recap as to what went down. Okay, jetzt kommen die Highlights von den ersten Quarterfinals. Die waren am Freitag und Samstag, glaube ich, ne? Oder wie war das? Aber das ist jetzt übrigens Nürburgring, Leute. Also Nürburgring halt auch neue Strecke. Zumindest jetzt für die es noch nicht gesehen haben. Sind sie ja bisher noch nicht gefahren in der ESL. Sind ja bis jetzt nur Spa und Hockenheim gefahren und jetzt an diesem Wochenende halt auch Nürburgring. Das Finale ist auch heute, ja. Finale ist heute und die beiden Semifinals. Stehender Start hat auch definitiv was, ja. Also ist auf jeden Fall was anderes. Und was anderes ist grundsätzlich auch schon mal erstmal interessant, auf jeden Fall. Ob es dann langfristig besser ist als ein rollender Start, keine Ahnung, aber wir werden es ja sehen. Aber hier können wir schon mal eine kleine Zusammenfassung von den bisherigen Rennen können wir uns jetzt hier schon mal reinziehen. Nils auch sehr gut unterwegs gewesen, glaube ich, ne? Also Nils war hier, ist jetzt gerade hier auf P3 in diesem Rennen. Ich habe die Rennen bisher gar nicht gesehen gehabt. Also ich hatte nur am Freitag einmal ganz kurz reingeschaut, aber da hatte ich es jetzt auch noch nicht so verfolgt. Genau, der Holzmann fährt auch noch bei Maus, genau. Ist hier leider nur auf dem 10. Platz gerade gewesen, aber Nils strong, sehr strong. Also da drücken wir natürlich auch die Däumchen. Generell allen deutschsprachigen, oder weißt du, das sind alles richtig krasse Fahrer so, aber ich sag mal, aus deutschsprachiger Sicht ist es natürlich immer geil, wenn du dann die Jungs da relativ weit vorne hast, deswegen da müssen wir auch mal so ein bisschen die deutsche Brille aufhaben. Der Lukas Müller heißt er, glaube ich, auf P11. Ist auch ein Deutscher. Ja, reinschwitzen tun die alle, Leute. Also es geht ja um sehr, sehr viel. Es geht um so viel Geld wie noch nie im Simracing. Und da ist es normal, dass hier sehr viel reingeschwitzt wird. So, aber Nils auf jeden Fall qualifiziert gewesen. Also die ersten 6, nochmal zur Erinnerung, die ersten 6 kommen immer in diesen Rennen weiter. In die nächste Runde. Und Nils ist Dritter geworden. Dementsprechend ist er eine Runde weitergekommen. Quarterfinal 2. Gucken wir uns das auch noch mal kurz an. Now it's time for quarterfinal number 2, and it was Erhan Jujowski who was on pole position. And Ryan Barneveld was in second. Darren McCormack in that. Das ist auch eine krasse Truppe, diese wie heißt die? R8. Ne, warte mal, wie heißen die? Diese Audi-Truppe da vorne mit Jajowski und so weiter, Chinjik. But it's all about Oliveira now. Oliveira has a battle throughout the entirety of this race, trying to hold on to a top 6 position. Okay, das ist ätzend, dass er da irgendwie Probleme hatte. Moritz fährt hier, ist in diesem Rennen auch mitgefahren. Ich glaube, da habe ich kurz reingeschaut. Baldwin leider nur Vorletzter gewesen. Zumindest stand jetzt. Runde 3 oben links, seht das. McCormack aber dafür sehr, sehr strong. McCormack auf 2, also das ist auch sehr stark gewesen. Moritz hat sich, glaube ich, aber hier noch ein bisschen nach vorne gearbeitet. Also es war ein krasses Rennen, richtig krasse Zweikämpfe um P6 gewesen.
Ja, und dann gab es die Berührung. Gab es da die Berührung oder hat er sich da rausgedreht von alleine? Ja, der Rejoin war wild, aber ist nochmal gut gegangen. Aber Moritz jetzt gerade auf P7 gewesen. Ich glaube, da hat sich aber noch was getan. Ich meine, Moritz wäre weitergekommen. Tim Jarschel, auch ein sehr, sehr krasser deutscher Fahrer. Hier jetzt gerade aber nur auf der 9 unterwegs gewesen. R8G oder so heißen die, genau. RAG. Ja, die sind richtig, richtig gut. Also die sind, glaube ich, auch insgesamt, glaube ich, auf P3 oder so in der Teamwertung. Ja, und da, genau, hier ging es jetzt um den letzten Platz, mit dem man sich qualifiziert hat. Also es haben quasi 4 Autos, haben jetzt um diesen 6. Platz gekämpft. Oder beziehungsweise da kamen halt noch welche dazu. Und jetzt wurde es ganz wild, Leute. Achtet jetzt mal drauf. Das war eine richtig geile Szene. Daran kann ich mich noch erinnern. Das Bild ist sehr matschig, ja. Das ist jetzt gerade... ich habe jetzt gerade auf volle Qualität stehen. Also mehr kann ich leider Stand jetzt hier nicht bieten. So, hier fahren sie zu zweit in die enge Schikane rein und jetzt kommt Moritz. Bam. Tür auf, rein da. Richtig geiles Manöver gewesen. Hat der Audi sich ein bisschen verpokert gehabt von Kevin Ellis Jr. Ach, die waren P1, ja, die waren P1, genau. Die waren P1, dann Maus auf P2 und ich glaube Coanda auf P3 oder sowas, ne? Werden wir aber mit Sicherheit gleich nochmal sehen. Ja, Jajowski hat das Ding hier gewonnen. Wie gesagt, krankes, also auch richtig kranke Fahrer, kannte ich auch vorher noch nicht. Ich weiß nicht, aus welchen Simulationen die alle kommen. McCormack kennen wir ja, aus ACC hauptsächlich. Murphy auch aus ACC, auch strong gewesen mit P4 hier. Moritz auf P5, richtig geil. Hat er sich nach vorne gearbeitet. James ist leider ausgeschieden. Und Tim ist leider auch ausgeschieden. Und wann fährst du damit? Irgendwann vielleicht mal gucken, wie wir überhaupt so klarkommen. Weiß man ja noch nicht, Leute. Wir wissen es ja nicht. Vielleicht liegt mir das auch gar nicht und ich bin gar nicht so competitive in Rennsport. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Yeah, 100%. They've historically in this championship, albeit we're in the third round of it, they are the team to beat. They are the team at the top of the team championships, and every single driver has contributed towards volle Qualität. Aber ich sag mal, das ist natürlich immer, wenn ich das jetzt euch wieder streame und also so quasi so einen Restream mache, dann geht natürlich auch immer ein bisschen Qualität verloren. Also dass die Bildqualität nicht die krasseste ist. So, das ist ja auch klar. And also, I'll throw something out there. Oliveira, if he didn't get a penalty, one of either Moritz Lohner or Kevin Ellis Jr., 2 of only 6 drivers who's made it to both finals so far during this ESL R1, one of them would not have made it. So das kann das E-Sports-Team von Romain Grosjean sein, ja, das stimmt. So now really it's on them to take full advantage of that. And how about on the G2 side of things? Joni Tomala obviously finished first. Das ist Rennsport, ja, das ist Rennsport. Also das Game Rennsport. Und heute werden wir das erste, also an diesem Wochenende sieht man das erste Online-Turnier, wenn es so willst. Absolutely nothing. He did a 53.054. Only 2 drivers managed to get into the 53 zeros, and then once he did get into the lead, just drove off, and we didn't see that in every single quarter. Reden gerade über Nils. Brilliant. Were there any other sort of drivers that kind of really stood out to you, or perhaps even drivers that das ist der englische Kaebel, ja, wenn du es so willst, vom Stil her auf jeden Fall, ja. Well, Kevin Siggy's a big surprise to me, ultimately, because he's one of the very best all-rounders in the world of sim racing. But I will say a positive over a negative. Furia really have turned. Er zahlt die 500k. Ich gehe sehr stark davon aus, dass die... Also es ist so, dass du als Team, wenn du daran teilnimmst, halt auch eine sehr große Gebühr zahlen musstest, um überhaupt daran teilzunehmen. So, und allein dadurch wird sich das schon finanzieren. Dann noch mit den ganzen Sponsoren dahinter und so. Da kriegen die Kohle schon zusammen. Also mit der ESL zusammen. Die ESL weiß halt ganz genau, wie man solche Turniere aufzieht. Aus anderen Bereichen.
Oh, he's an absolute dish. Smoke show of a human being. He's someone who qualified outside the top 6 in his quarterfinal. Das mit diesen Drops über die App funktioniert automatisch, ja. Also ich habe damals diese Livery bekommen. Du musstest nur über die App in diesen Stream reingehen und hast dann automatisch schon diese Livery bekommen. PR kann Rennsport auf jeden Fall und halt auch die ESL, ne? Also definitiv. Also es ist halt immer die Gefahr, wenn du eine krasse PR-Kampagne oder so startest oder ne, generell darauf sehr viel Wert legst, dass dann das Game an sich enttäuscht oder so. Oder, ne? Also ist der Enzo Bonito auch richtig krass in iRacing unterwegs und R-Factor und so. Also die fahren ja mittlerweile fast alles. Und sie sind halt super erfolgreich hier, Team Redline und so weiter. Kennen wir ja mittlerweile, die Redline-Dudes, wo auch Max Verstappen und so weiter fahren. Super strong. Started to definitely take care of teammates way more than I was when I was younger. Team Redline is literally a family for me. One of my teammates could definitely win. I mean, I know their lap times. They are super strong, super quick. The field is super competitive. It's probably one of the most competitive I have seen. And yeah, we will try our best, but I think all of them have a good shot. Das ist halt krass, ne, dass so welche Fahrer dann, also das sind die weltbesten Fahrer und wenn du dann mal Letzter bist in so einem Feld oder so oder weiter hinten bist, als einer der Weltbesten, so, ne, also wer ist der Beste von den Weltbesten, so, ne, oder das ist halt so krass zu sehen, weil man sieht es ja auch bei uns teilweise in der SRO dann, wenn so viele gute Fahrer in einem Grid sind und du bist dann halt eine Zehntel weg von der Pole oder 2 Zehntel und bist direkt auf P10 oder 15 oder irgendwo. Das ist so krank. Ich weiß gar nicht, ob es heute noch eine Livery geben soll. Das weiß ich nicht. Ich habe zumindest nichts gehört. Today's games, today's drivers, they're going to be hyped, they're going to be prepped, they're going to be ready because we have a brand new track without giving away too much. Nürburgring League. Ja gut, die von den Face-Jungs, der eine, der Call of Duty Profi da, Weltmeister, keine Ahnung, kannte ich auch zum Beispiel nicht vor. Also ist anscheinend eine Legende in Call of Duty, aber wie gesagt, da bin ich halt nicht so krass drin. Das ist halt reines Marketing. Also der ist halt aus marketingtechnischen Gründen da bei Face und wahrscheinlich auch, weil er Bock drauf hatte und weil er einfach die Connections hatte. Und deswegen willst du dann oder will Face dann natürlich auch, sag ich mal aus marketingtechnischer Sicht, dann ihn da einsetzen, ne, damit halt möglichst viele Leute mitgenommen werden und das mitbekommen. Stimmt, wo ist Noah überhaupt? Warte. Wir gucken noch mal eben kurz. Oh, Track Guide. Ne, da müssen wir eben gucken. Moment. Oh, Hilfe. Ihr könnt jetzt, ja, es ist zwar, die Qualität ist zwar nicht ganz so geil gerade, aber egal, vielleicht können wir trotzdem ein bisschen hier. This is the fastest part of the circuit, the long run down towards turn number 1, hard on the brakes down to first gear into the hairpin. Das sieht halt. Oh mein Gott, was war das denn? Hilfe. Alter, Junge, er hat die fast von der Strecke gefahren. Field of View Polizei, ja man, Field of View ist auf jeden Fall on point, ey. Einfach durch, oh mein Gott, durch so ein Fernglas falsch rum durchgucken. Ja, Mann. Du siehst halt am Lenkrad, wie viel, also ne, du rutscht halt viel mehr als ein ACC. Und mir kommt das immer so vor, ich meine, das kann jetzt auch in der Kameraeinstellung liegen, mir kommt es halt auch immer so vor, dass du viel spät, also es sieht immer so aus, als ob du viel zu schnell in die Kurve reinfährst. Die Wahrnehmung ist halt eine ganz andere von der Geschwindigkeit irgendwie. Das hatte ich auch auf Spa, zum Beispiel Kurve 1, wenn du die angebremst hast. Ich habe jedes Mal gedacht, ich verbremse mich komplett. Jedes Mal habe ich das gedacht.
Und jetzt kommt halt die enge Schikane, ne? Also die enge Schikane ist halt auch nochmal so ein Unterschied. Und die fahren halt mit der engen Schikane halt niedrige 53er Zeiten. Das fährst du halt in ACC mit der normalen Variante. Mit der schnellen Schikane. Guck, also man muss hier beim 100-Meter-Schild quasi bremsen. Und geht hier komplett, ja, fast runter in den ersten Gang sogar. Das Field of View ist komisch, ja, aber das ist ja nur eine Einstellungssache. Da seht ihr, man muss immer so ganz komisch gegenlenken, damit man schnell durch die Kurve kommt. What a track, ja, der Nürburgring ist schon was Feines, ne? Das sehe ich ganz genauso. Wir gucken nochmal eben kurz, wo Noah ist. Ist Noah hier schon bei... Wollte der nicht auch streamen? Ist Noah denn live oder... Ist er nicht live oder wie, oder was? Well, first of all, how much field of view do you want? ESL R1? Yes. There's lots of field of view in that video. Ach, Noah. Brake bias is going to be key. That's What's going on? You can change on the car, and heading down towards turn number 1 with cold brakes is going to be, you know. Ach so, ja. Das, der Replay-Modus sieht natürlich dann auch nochmal anders aus. Das stimmt. Kommt's heute nicht mehr? Das ist schlecht. I'm not sure how. I don't know how positive everyone was about the potential netcode and whatnot, but apparently it's so good that they can go side by side, can have a little bit of you know, rubbing is racing, as they say. So I think we're going to see people really send it. Well, I am certainly excited to welcome another 2 brand new faces, to me at least, to the broadcast. George and Lewis, how are you both doing? Are you excited for the das sind die Kommentatoren, today? Unter anderem auch hier. Hey Jasmine, it's a pleasure to make your acquaintance and great to see Luke back as well, and of course. Also die gleich das Rennen kommentieren werden. I'm pumped. Nürburgring, the green hell. It's not bad, is it, Lewis? Yeah, I'm not so sure. I'm not so sure about the positives towards Luke there, but it's nice to be in there with you, Jasmine and George as well. I mean, it's going to be a fantastic track to go racing on. We saw that in the quarterfinals as well. Can't wait. All right, well, boys, I'm going to throw it over to you. I want each and every one of your predictions really quick. George, I'll start with you. Oh, I'm going to go with Jeff Giassi. I think to perform today, I think Fury have got a good race in them. Okay. Go ahead, Lewis. I'm leaning towards R8G. I'm not sure which one. Marcel Cinchik, Haniowski were really strong finals. Don't count out Dara McCormack though. Don't let Merck struggling. Ah, okay. Er sagt sogar, McCormack könnte man mal ein Auge drauf werfen als Gesamtsieger. Er geht mit Nils. Der Luke setzt auf Nils. Finde ich gut, Leute. Finde ich gut. Alright, well, I'm excited to throw things over to the two wird sehr interessant, Leute. Wird sehr interessant. Thank you very much, Jasmine. Of course, Nürburgring, folks, it is going to be sensational. The amount of technical corners. Ja, wenn Nils das machen würde, wäre das Giga. So, also generell, wie gesagt, den deutschen Fahrern drücken wir da natürlich immer die Daumen. Der Luke hat Ahnung. Ja, vielleicht weiß er schon mehr als wir, du. The thing with this circuit is I'm normally very critical of it. I actually don't like the Nürburgring Grand Prix circuit very much. However, watching the racing in the quarterfinals, I was watching it on Rennsport TV. They were broadcasting the entire thing with Hier, and Arjun Kakabati, and I was like, I've got to barge my way in here. I've got to get in for this quarterfinal. Okay, sind wir gerade schon am Fahren. Barge my way. I was like, I've got to watch some of this. It was ich weiß nicht, ob das noch Training ist oder Quali. A circuit which is so hard to normally race at. It was just fantastic. I think we're going to see very similar stuff today. I think we will. Marcel Cinchik, of course, back in. We've of course got die sind halt echt krass, ne? Cinchik und Jajowski und so weiter. Richtig starkes Team. Ist das jetzt schon Quali, ist die Frage. Ach, ist das Training noch, okay. Yeah, they've got such a talented roster. Haniowski's he is Marcel Cinchik at the moment. I'm just going to read you out some of the stuff using. Again, you know, I spoke about it quite a bit in Katowice.
Ja, also Zeiten sind so, also mega gute Zeiten waren, glaube ich, 53,0. 53,0 war, glaube ich, so das Beste, was gefahren wurde. Ich meine, er hat vorhin gesagt, dass 2 Leute nur in die 53,0er gekommen sind und die anderen waren so bei 53,1 bis 53 irgendwo, aber also wenn du 53 low fährst, bist du schon sehr gut dabei. Ich glaube, du musst hier so eine 53,1 musst du wahrscheinlich schon fahren, um sehr weit vorne zu sein. Er ist jetzt eine 53,2 gefahren. Yeah, Kevin Ellis Jr. next one to come out. He did 53.1 in the practice session just before this. Let's see what the Apex Racing Team driver can do across the line. Yet another Audi R8. 53,0 von Kevin Ellis Jr. Phenomenal from Kevin Ellis Jr. Das scheint aber jetzt gerade schon Quali zu sein jetzt hier, ja. Well, we'll have to find out. Kevin Ellis Jr. with a blinder of a lap there at the top. Komm End. jetzt. Of course, Apex Racing Team looking very smart in this event in the Nürburgring. 53,280, schade. Ihr seht es, also an den Abständen sieht man schon wieder. Es ist super close. Der wird auch stark sein, Jajowski. Ja, auf 2. Und auch eine 53,2, Leute. Die fahren alle fast dieselben Zeiten. Das ist so krank. So, jetzt kommt der erste BMW. Das ist Nils. Das müsste Nils sein. Nils auf 1. Oh, it's a positive. It's a 53.064. An almighty four. Nils auf 1, Leute. 53.064. 4.000 vor Kevin Ellis Jr. Jetzt kommt McCormick. Gucken, was McCormick macht. Der ist wahrscheinlich auch sehr weit vorne. Okay, auch eine, zeitgleich mit Jajowski. Zeitgleich mit Jajowski, Leute. Auf P4. Barneveld, auch ein iRacer. Guck mal, du fährst halt eine 53,3 und bist direkt Letzter. Wo alle anderen mit einer 2 wärst du auf P3 gewesen. Stand jetzt. Jassi mit einer 53,3 auch. Also nochmal zur Erinnerung, die besten 6 in diesem Rennen qualifizieren sich quasi fürs Finale. Termele, ist glaube ich so ein Finne, ne? Fährt auf die 3 mit einer 53,226. So, jetzt kommt nochmal einer von Williams. Boah, den Namen kann ich nicht aussprechen, tut mir leid. Heute ist Halbfinale und Finale, ja. Heute geht's ans Eingemachte. 53,4. Also eine 0 ist schon, ihr seht es, ne? Fast 2 Zehntel haben die auf P3. Sehr strong. Murphy. Auf der 3 mit einer 53,1. Ultra strong von Murphy. Jetzt kommt der Enzo Bonito, den wir gerade im Vorfeld gesehen haben, von Redline. Tippe ich auch Top 3 irgendwo. Top 3, Top 4. Oh mein Gott, nur die 11. 53,3. Hätte ich gedacht, wenn man Nils mit dem BMW auf der 1 sieht, dass er da auch nachziehen kann. Aber da seht ihr. Nils im BMW auf der 1. Ultra gut. That's a big hit for the team, but you got to say those lap times for the top 2. Okay, Leute, das war das Qualifying. Und jetzt geht's halt direkt ins Rennen gleich im Anschluss. Genau, Rennsport kommt wahrscheinlich irgendwann in den nächsten Wochen, Monaten. Ich kann da nichts Genaues zu sagen, weil ich weiß es selber nicht. Aber es wird in den nächsten, wenn ich da jetzt sage, es in den nächsten 2 Monaten oder 3 Monaten und es dauert dann 5 oder vielleicht auch nur noch 2 Wochen, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, aber es soll für die, also für einige auf jeden Fall jetzt auch bald irgendwann dann kommen in den nächsten Wochen. Also als Closed Beta. There's potential for them, you know, and they're really starting to show that potential. They're really starting to move their way forward, as we kind of expect from BMW's competition. They are was? Dein Stream Elements Like ist übrigens tot, was? Rennsport's so new. You know, it's again, we've said it time and time again. It is in alpha, and yes, everyone. Was wird denn gefahren? Rennsport wird gefahren. Das ist die neue Simracing-Hoffnung der ganzen E-Sportler oder von allen, von uns allen.
Man muss sich dafür anmelden, ja genau. Also ich weiß nicht genau, ob die da irgendwo nachgehen, ob wer jetzt dann einen Link kriegt oder ob die nur eine gewisse Anzahl da haben, weiß ich nicht. Aber ich glaube, die Chancen stehen sehr gut, dass sehr viele da einen Zugang bekommen. So, es geht jetzt gleich los, Leute. Es geht jetzt gleich los. Was ich halt auch, also wo ich auch sehr viel Hoffnung reinlege, so von der, also ne, das ist ja jetzt auch erst eine frühe Version hier. Das heißt, da wird ja auch noch was dran gemacht, so an der Grafik und an dem Ganzen. Die Unreal Engine 5 ist halt schon echt grafisch gesehen. Wir müssen halt gucken, wie es halt von der Physik her ist und so. Aber grafisch gesehen ist die halt schon echt gut. Ja. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt. Das macht halt jetzt schon in der frühen Version halt auch einen sehr, sehr guten Eindruck. Go does mean go, by the way. Soll 50-50 laufen? Okay. Okay. Ja, lassen wir uns überraschen. Meldet euch alle an für die Beta, alle, die es noch nicht gemacht haben. Und dann hoffen, dass es bald losgeht. Genau, hier sehen wir es jetzt nochmal. Moritz startet, glaube ich, von wo startet Moritz? 8 oder so? 8, 9? Ja, von 8, glaube ich, ne? Guck mal, du bist... Da seht ihr auch nochmal die Abstände, ne? Also die ersten beiden, die haben echt eine mega Runde rausgehauen. Und danach hast du halt 1,5 Zehntel circa. Und danach 2 Zehntel zu McCormack, Jajowski und so weiter. Also, wie ich gerade schon vermutet habe, so 53 Low musst du fahren, um mit bei der Musik zu sein. Und dann entscheiden halt hier unter Tausendstel. Ja, let's go, Nils. Drücken wir die Däumchen. Warte mal, kann ich mal eben hier was ausprobieren? Moment. Das geht bei YouTube manchmal ganz gut, wenn du das dann hier so ein bisschen vorspulst, dann sind wir ein bisschen weiter vorne. Warum? Weil bei mir stand jetzt hier unten, ich bin live quasi da drauf, aber wenn du mit zweifacher Geschwindigkeit nach vorne spulst... Oh, es geht los. Okay, jetzt machen wir mal wieder auf einfache Geschwindigkeit. Let's go! Rennstart! Oh, Nils mit Kevin Ellis Jr. Side by Side in Kurve 2 rein und Murphy kommt auch noch auf der Innenseite. Hat jetzt die bessere Linie hier für die dritte Kurve und hält auch rein. Hier da vorne seht ihr, das ist der BMW, der G2 BMW auf P3. Jetzt hat hier Ellis Jr. wieder die bessere Linie. Und Nils sagt sich, ich muss los, Leute. Ich muss los. Macht mal. Richtig guter Start von Nils. War wichtig, dass er da in Turn 1 vorne bleibt. So, Moritz auf 8. Der muss 2 Positionen gewinnen, mindestens. 2 Positionen, damit er auf P6 kommt. Also der Maus Audi, hier der rot-weiße, muss auf die 6, Leute. Da müssen wir Däumchen drücken. McCormack auch mit einem guten Start auf P4. Enzo Benito leider auf der letzten Position, hatte da anscheinend keinen guten Start. Die beiden Audis, beiden Teamkollegen Jajowski und Chinjik, das ist auch sehr interessant. Was machen die? Weil einer wird weiterkommen, einer wird nicht weiterkommen, Stand jetzt. Attackiert man sich da gegenseitig oder nicht? Weil dadurch gibt es da halt auch wieder den anderen Teams die Möglichkeit, dass sie dir den 6. Platz wegnehmen. Und dann hast du hinterher gar keinen im Finale. Sehr interessante Ausgangsposition. Ups, warte mal, wollen wir eben das hier... Oh, nein! Mabix, concentrate. Netcode scheint auch sehr gut zu sein. Also wenn wir jetzt mal so geguckt haben, also Stand jetzt, habe ich da jetzt keine Sachen gesehen, wo Autos irgendwo weggeflogen sind wegen irgendwelchen kleinen Berührungen. Also sah schon fast so aus wie bei dem Offline-Turnier. Also würde ich jetzt mal so sagen. Aber wir können ja mal so ein bisschen auch drauf achten. Ja, Nils ist da vorne 1 Sekunde vor P2. Also Nils hat alles unter Kontrolle. Stand jetzt Murphy auf P3. Sieht auch sehr gut aus, hätte ich nicht gedacht. Also
Murphy macht da auch einen echt guten Job. Sein Teamkollege Termele auf 5, auch strong, also G2, P3 und 5. Ja, Enzo Bonito gegen Barnefeld. Da ist Nils. Push. In diesem Split sind keine Porsches dabei, ne? Ich weiß nicht, wie es in dem anderen ist. Okay, Jeff Jussi muss eine Position zurückgeben. Das ist der Murphy übrigens, den ihr da unten seht. Kennen wir auch aus ACC. Guck mal, er ist auch richtig am Arbeiten, oder? Richtig am Kurbeln, der Murphy. Die ersten 6 überholen nicht, ja, aber es ist halt interessant, weil ein Team, RAG, sind auf 6 und 7 und die wollen natürlich auch, also Chinjik will natürlich auch weiter und da bin ich mal gespannt, wie die das regeln werden, ob die dann im besten Fall natürlich nach vorne attackieren, aber du kannst natürlich auch anderen Teams wieder die Tür öffnen. Zum Beispiel Moritz, für Moritz wäre das natürlich perfekt, wenn die sich da vorne gegenseitig attackieren. Dann kann er nämlich selber mal das Manöver starten. Ja, also das wäre schon richtig nice, wenn Moritz da weiterkommt. Boah, die bremsen sich ja immer richtig krass ran. Ich will endlich diesen BMW fahren. BMW macht tatsächlich auch Spaß. Also ist ein bisschen lebendiger als in ACC. So fühlt es sich für mich zumindest an. Ist halt ein bisschen dynamischer alles. Also alleine durch die Fahrweise in Rennsport ist das Ding halt lebendiger. Ob einem das am Ende des Tages gefällt, das werdet ihr ja auch dann herausfinden, wenn die Beta da ist. Sieht aber aus, als wenn Chinjik verteidigt. Kann sein, dass er seinem Teammate erstmal, also die werden ja auch abgesprochen haben, im Falle, wenn einer P6, P7 ist, also gehe ich mal von aus, dass die das im Vorfeld abgesprochen haben, was sie dann machen. Oder ob die Fahrer jetzt einfach selber entscheiden, okay, ich habe Bock auf Finale, ich dive den weg. Werden wir jetzt gleich herausfinden in den nächsten 5 Runden. Das ist Rennsport. Das ist noch nicht erhältlich. Aber das größte E-Sports-Turnier findet quasi, also das größte Simracing E-Sports-Turnier, was es jemals gegeben hat. Also zumindest von den Zahlen her, von dem Preisgeld her und von allem. Und auch in Verbindung mit der ESL ist es das erste Simracing-Turnier, glaube ich. Nee, es gab, glaube ich, damals schon mal, war das Live for Speed oder so? War das nicht auch mit der ESL zusammen? Aber ich sag mal jetzt, in der letzten Zeit ist es auf jeden Fall wieder ein Titel, der frisch mit der ESL zusammenarbeitet. Und ich glaube, das ist so das Größte, was wir bisher insgesamt gesehen haben im Simracing, wenn du es so willst. Yeah, we certainly do. He's looking so primed at the moment. Darren McCormack obviously doing his best here. Just look at this. So nee, man weiß noch nicht, wo die Beta oder wann die Beta erscheint. Das weiß man nicht. Necessarily for the betterment of Yujovski's race. He's considering his teammate Marcel Chinchik. Now, the more cars that they can get through to the final, the better for RAG, and they've done so brilliantly for the first 2 rounds of the championship. They want to do exactly the same in round 3. Die kommen aber beide ein bisschen an den BMW da ran, habe ich das Gefühl. Also sie machen Druck, die Audis. Boah, Leute, der Audi mit den Scheinwerfern, der hat die Scheinwerfer angemacht. Das sah geil aus. Das sah echt geil aus mit den Scheinwerfern. Ich mag das ja, so Details, ne? Guck mal jetzt. Ah, sieht geil aus. Wenn so ein Auto die Scheinwerfer anhat, direkt sieht es nochmal irgendwie ein bisschen schöner aus, ne? McCormack ist im AMG unterwegs, ja, und der macht einen echt guten Job. Also McCormack sehr stark. Nils da vorne aber wahrscheinlich, also das lässt schon mal, also müssen wir auf dem Schirm haben fürs Finale. Nils ist hier richtig, richtig gut unterwegs. Wird aber sehr interessant werden. Wie gesagt, ne, dann im Finale logischerweise sind nur die Besten von den Besten. Und mal gucken, ob es dann reicht. Ich würde es ihm gönnen.
you know, the race gets a little bit more volatile, should we say, unleash then the beast. Genau, das Finale ist auch heute. Das ist das erste Halbfinale jetzt gerade. Danach kommt das zweite Halbfinale und dann das Finale. Nils for Speed Heat. Captain wieder Master of wilden Kombinationen hier. Ob das jetzt nochmal überarbeitet worden ist, weiß ich nicht. Ob die jetzt hier nochmal eine etwas andere Version fahren. Ich glaube nicht. Schade, dass es so pixelig ist. Ja, daran kann ich jetzt gerade nicht viel ändern. Also es ist jetzt die beste Übertragungsqualität hier, 1080p. So, aber ihr seht es da vorne, der G2, ne, warte mal, doch. Es ist Murphy, genau. Die ersten zwei können sich absetzen, danach ist halt echt ein Train unterwegs hier, ne? Ihr seht es, bis Moritz halt, ne? Und hinter Moritz ist noch ein AMG. Also sagen wir mal, bis Moritz, bis P8 ist das noch alles sehr eng beieinander. Die Frage ist, ob sich da gleich jemand traut. Da seht ihr. Na, ich glaube, der Audi hat zurückgezogen. Ich glaube, die arbeiten Stand jetzt gerade noch zusammen, die beiden Audis. Ne, jetzt gerade habe ich auch kein 1044p, 1080p. Nee, genau. Jeder versucht natürlich auch taktisch klug zu fahren. Das heißt, es wird jetzt von McCormack oder aus McCormacks Sicht keinen Sinn machen, Murphy wirklich zu attackieren. Ich glaube, du kriegst vielleicht ein paar mehr Punkte oder so. Aber im Endeffekt denkst du halt oder du denkst halt ans Finale. So. Und es ist dann zu riskant, sag ich mal, P3 zu attackieren, wenn du weißt, dass P7 nur eine Sekunde, 2 Sekunden hinter dir ist und dadurch kannst du halt potenziell das Finale wegwerfen. Ich dachte, du fährst mit? Nee. Leider nicht. Ja, das Finale gibt natürlich die meisten Punkte und hat das höchste Ansehen, so gesehen. Und deswegen fährt jeder in erster Linie um das Finale, logischerweise. Und dafür ist das Feld halt einfach viel zu eng beisammen, wie ihr seht es, ne? Also P5 bis P8, diese 4 Positionen hier, P5 bis P8, also von dem G2 BMW, der direkt vor dem Audi ist da jetzt, bis, ja, eigentlich müssen wir jetzt auch schon den P9 Bretschinski, boah, Alter, was für ein Name! Bin gespannt, 2 Runden haben wir noch Zeit. Moritz, es ist schwierig, es ist sehr, sehr schwierig, vor allem, weil, ich weiß jetzt nicht, wie groß die Unterschiede zwischen den Autos sind, aber er hat natürlich auch ein Audi und er kriegt eher gerade Druck von hinten und er hat halt ein Audi vor sich, das heißt, da kannst du... Boah, ist der weit rausgefahren. Habt ihr das gesehen, Leute? Also in ACC wärst du jetzt komplett down. In ACC wärst du komplett down. Zumindest was den Topspeed angeht. Du hättest jetzt so viel Schwung aus der Kurve raus verloren. Ich glaube, er hat auch ein bisschen was verloren, aber du verlierst nicht so viel Schwung aus der Kurve raus wie in ACC. Ultimate Lap. Ist das schon die letzte Runde jetzt? Oder? Ja, doch, müsste jetzt die letzte Runde sein, ja. Yes, I know. It's been said in chat. There's been the discussion. There's been too many overtakes thus far in the race. I get the feeling that is going to turn on its head at some point. But it's got to. Oh, Moritz hat gesendet. Also zumindest mal sehr spät gebremst und hat mal ihm so einen kleinen Bump gegeben. Moritz hat nochmal Bock. Er muss natürlich auch. Also zu verlieren hat er jetzt nicht viel. Da vorne wird es jetzt halt interessant. Ich weiß nicht, ob die sich nochmal attackieren da vorne.
Moritz ist heiß, ja, der hat Bock, natürlich hat er Bock. Die haben alle Bock. Das kann ich euch sagen. Ist leider nur nicht so einfach. Ne? Wir sagen so als Zuschauer, das ist so wie beim Fußball. Ne? Was macht der? Ne, jetzt gib doch mal Gas. Machen! Aber das denken sich alle anderen auch. Die sind alle am Limit unterwegs. So they really need him to turn up the heat, not to mention get Yujovski to perhaps help him open the door. I mean, it's all question marks right now, but I'm sure if I am the RAG team boss, that's the sort of questions I'll be asking. Hä? Was ist mit dem AMG passiert? Habt ihr das gesehen? Was war das denn? Der ist ja voll weggebounced. Hilfe. Yujovski's going to go for it, not because he wants the position. It might open the door for his teammates. Boah, nein, die gelegen, ja. War eben schon mal, ich hab's jetzt gerade zum ersten Mal gesehen. Ja, Nils, Maschine. Der verwaltet hat natürlich jetzt da vorne nur noch, hat überhaupt gar keinen Stress und ist verdient im Finale. So viel kann ich, glaube ich, schon mal vorweg sagen. Sage ich jetzt einfach mal so. In meinem jugendlichen Leichtsinn. Okay, jetzt geht's anscheinend jetzt. Ja, genau, jetzt geht's in die letzte Runde. Ich wollte schon sagen, normalerweise, wenn du oben 8 von 8 stehen hast, dann müsste es erst die letzte Runde sein. Im Hintergrund wird attackiert. Ich glaube, Redline war das gegen Jussi. Oh mein Gott. Moritz. Oh, Moritz. Alter, Moritz hat... Wie hat er das denn jetzt geschafft? Er ist auf P7, Leute. Er ist auf P7. Letzte Runde. Er muss jetzt irgendwie den 6. Platz noch kriegen. Irgendwie den 6. Ich glaube, in der ersten Kurve hat er halt gesendet, aber ich habe es leider nicht gesehen, nicht richtig. Ich glaube, sie waren nicht direkt drauf. Go! Komm, Leute, wir müssen auf P6 schalten. Er ist eine halbe Sekunde dahinter. Das wird Stand jetzt leider nicht reichen. Irgendwas muss er sich noch einfallen lassen. Oder irgendwas muss der Audi da vorne noch machen, was Moritz in die Karten spielt. Ja, ist mir zu kompliziert, Jorato. Ist mir zu kompliziert, bin ich ehrlich. Da spucke ich meinen ganzen Monitor voll hier. Ja, ist zu weit weg. Moritz ist zu weit. Der 7. Platz ist halt komplett scheiße, ne? Da weißt du, das ist so wie der 4. Platz, so ganz knapp am Podium vorbei. Ja, und Nils hat das Ding, wie gesagt, komplett verdient. Richtig gut gefahren. Sehr schön, sehr, sehr schön. Moritz leider raus, Leute. Was soll ich euch sagen? Hat leider nicht gereicht. Er hat alles gegeben, bin ich sehr... Also, können wir glaube ich, immer von ausgehen, bei jedem Einzelnen hier, dass die alle alles gegeben haben, aber es hat leider nicht gereicht. Das lag einzig und allein, würde ich sagen, am Quali. Weil dir eine Zehntel oder so gefehlt hat, dann startest du halt nicht von P4, sondern von P8. Und wenn, ne, das ist halt genau das Ding, wenn alle ungefähr auf einem Level unterwegs sind, ist es sehr schwer dann zu überholen. Und es ist brutal, ja, es ist brutal. Diese eine Runde im Quali, es ist halt auch nur eine Runde. Wenn die nicht richtig sitzt, kann es da schon gewesen sein in so einem Rennen. Ich bin mal eben kurz auf Toilette, Leute, ich bin sofort wieder da. Do you think that they'll be disappointed with that performance? Because I half expected, obviously, Marcel Cinchik to really announce his arrival into the top 6. He looked like that's what he was waiting for, the final couple of laps, maybe Yujovski to open up the door for him. Do you think there might have been some miscommunication there, Lewis? Potentially so. I mean, Marcel Cinchik is the driver that's second in the standings, in our point standings from, of course, what we ended with coming into this. So he's one of the strongest drivers in the competition. Yes, this will feel like a big loss, but he's still scoring decent points. Yes, he's not got through to a final, but it's still healthy points. It's still decent stuff from the semi-finals. He got through the quarterfinals. That's the important bit. He got to what a lot of these drivers' goals will be at the moment is just making sure they're actually still competing on Monday afternoon as well as just Friday. Yeah, well, we're going to head now across to Nils Niox, who is with Jasmine and Luke. Thank you very much, guys. I love the amount of energy you were bringing to the broadcast, but Nils,
congratulations are in order. How are you feeling after that incredible performance? Great, to be honest, because it's been a long time that I'm driving back with the top guys, and yeah, taking a what do you call it, a sprint or a semi-final win is special, especially in ESL. Let's go. So, obviously, taking a look at some of your previous results, you had the fastest time for your quarterfinals qualifying das ist eine Top-Kamera, Leute. You've done Die it ist once gut. again for the Die war qualifiers gut. today, and now as a result of that, you have the first and third fastest times on Nürburgring. So, talk to me a little bit more about the preparation and what that's kind of looked like heading into semi-finals today. Yeah, because the races are so short, the qualifying is very important, passing super hard. So we're focusing a lot on doing this qualifying lap, and we just do quali lap after quali lap after quali lap in the exact same format that we will do in the actual race. So this is our entire practice, just doing those qualifying laps and really trying to enshrine those into the back of my brain so I don't have to think about it anymore. And yeah, then luckily since Friday, I don't know, just got even more of a groove a bit. Found maybe a 10th or so I felt I had a bit of a cushion into the qualifying. Wasn't the greatest of laps, so I doubled my gap to P2. I think it was 2000s to Yoni on Friday, and now it was 4000s to Kevin, so I'm trying to double that again to 8000s to whoever is second in the final. Well, congratulations well, once again. Thank you so much. I'm so sorry to cut you off, Luke, but we do have some highlights. I'm going to let you quiz a little bit shortly. Können wir noch mal ein paar Highlights reinziehen, Leute. Hier war es halt wichtig, dass er vorne geblieben ist. Dann konnte er vorne sein Tempo gehen. Aber er hat es gerade auch noch mal gesagt, der Nils. Quali war halt das A und O. Ne? Also ich glaube, wenn du im Quali halt auch die Pace konstant abrufen kannst, dann kannst du es im Rennen halt auch. Weil es halt sehr kurze Rennen sind. Und Quali ist hier 90%. Ne? Wenn nicht sogar vielleicht noch mehr. Weil dann bist du genau hier in diesem Getümmel nämlich auch nicht gefangen, mehr oder weniger. Now going to be a maximum of 4 drivers heading into round number 4 if those 4 drivers manage to make it through in semi-final number 2. Jasmine, this is your first real experience. Was ein Korb, ja. Der arme Luke. I thought it was pretty darn intense. I think it was certainly impressive. Ich glaube, es gibt Punkte für die Semifinal. Also für jede Platzierung gibt es Punkte. Oh ja, hier war Moritz sein Cent nochmal. Habt ihr gesehen, Leute? Er war so spät auf der Bremse, also das war ein richtiger Cent. Er musste es aber auch probieren. Und hier hat es aber leider nicht gereicht für den... Für ein Audi hat es gereicht, für den zweiten allerdings nicht. Is Nils feeling confident enough to kind of win out versus him? What do you think? Kevin is someone who's kind of just about qualified every single race so far. Like he's not really shown anything super special. But I guess just getting to every final in itself is a special talent. But that is the biggest result so far for Kevin Ennis Jr. We know what he's capable of. He's one of the very best drivers when it comes to a Porsche Carrera Cup, when it was on iRacing. Now we head to here. He's starting to find those performances. The fact that he's made 2 finals already in a row, and now he's starting to really cook on gas. Yeah, he's going to be a danger for everybody for sure. Well, I kind of want to take another look at our results as well, Luke. If you wouldn't mind taking me through it, give me your hier können wir nochmal das Rennergebnis von gerade sehen. Die ersten 2 haben es halt komplett dominiert, ne? Danach eine 3 Sekunden Lücke zu Murphy. From what happened on Friday, where people were sending it left, right, and center, and he lost a couple of spots. But this time, he managed to hold on to the lead. Kevin Ennis Jr. did a really. That's a big surprise to me. Genau, das ganze Feld ist im BS-Sandwich gewesen, richtig. Eamon Murphy again under the radar, just getting the job done. Dara McCormack, he's a superstar. Ich denke auch, dass man das System so an sich noch verbessern könnte, dass man mehr Anreiz hat zum Überholen innerhalb der Top 6, dass
dass man mehr Punkte bekommt, also dass die Punkte halt wertvoller sind. Weil ich glaube, momentan ist es, wie ich gerade schon gesagt habe, so einfach nur relevant ins Finale zu kommen und der Rest interessiert nicht. Aber das werden die wahrscheinlich auch im Schirm haben. Ne? Also die sehen ja die Rennen auch und es ist das erste große Event, wenn du es so willst. Die erste große Liga jetzt mit der ESL hier zusammen im Simracing in Rennsport. Da werden die schon dafür sorgen. Gehe ich stark davon aus. Ist ja auch Feedback von den Fahrern, denke ich mal, was die dann auch bekommen. Yeah, 100%. I actually spoke to him Friday where he bottled qualifying. 8 Runden sind sehr kurz, ja. Aber du musst auch immer berücksichtigen, also du musst immer auch berücksichtigen, dass so ein Event halt auch nicht zu langwierig sein darf. Ne? Also auch, stell dir vor, diese ganzen Quarterfinals oder was, jedes einzelne Rennen wird halt 30 Minuten gehen. Jetzt geht es, glaube ich, ungefähr 15 Minuten, zwischen 15 und 20. Also 8 Runden mal Rundenzeit von 1,53, 54, irgendwie sowas. Da bist du irgendwo bei 15 Minuten wahrscheinlich so. So, und wenn du das verdoppelst, dann geht halt so ein Event halt auch doppelt so lange insgesamt. Und da hängt ja auch ziemlich viel dran. Deswegen muss man da auch immer so ein bisschen gucken, wie gestaltet man das Ganze? Moin Lilo, moin moin Männers, grüßt euch alle, lasst gerne ein Däumchen da, wenn euch diese Watchpartys auch mal ab und zu, machen wir nicht oft, aber alle paar Wochen mal hier mit der ESL, wenn euch das gefällt, haut ein Däumchen raus. Wer wie immer ehrenhaft. Warte mal, können wir auch noch ein bisschen vorspulen hier? Ich würde sagen, das Gewinnspiel machen wir auch gleich vor dem Finale oder so. So, mal eben kurz weiter vorspulen. Gucken, wie weit es geht. So weit, okay, perfekt. Watchparty ist cool zum Reden, genau. Ich kann halt auf sehr viel eingehen jetzt gerade so, das ist sehr, sehr cool. Ihr könnt gerne Fragen stellen immer und darüber, wir können einfach ein bisschen quatschen auch. Okay, jetzt das sind noch die Quarterfinal Highlights von den Läufen 3 und 4. Da können wir auch noch mal gucken, wer dann jetzt tatsächlich in den Semifinals noch so mit am Start ist. Oh, das ist ein Cent. Das war, oh mein Gott, Leute, er hat einfach 3 Positionen gewonnen. Das war ein Cent von dem BMW, aber ich glaube, war clean. Könnt ihr auch wieder so ein bisschen auf die Kontaktphysik so ein bisschen achten hier und da. Da ist ein Maus-Audi, der mit dem... Oh Gott. Das sieht aber sehr gut aus. Oder was würdet ihr sagen? Von den Berührungen her sieht das sehr gut aus. Also sieht jetzt nicht sonderlich anders aus. Hilfe. Sieht jetzt nicht sonderlich anders aus als bei dem Offline-Event. Max Bedecker moves up into a P5 and Isaac Price, who did not have the best of races, unfortunately for him, then did indeed lose out down into P6. Könnt ihr euch bei K-Kremer die Rennen aussuchen? Ja, können wir machen. Klar, wir suchen uns, also wir entscheiden das komplett selber als Fahrer, als Team, was wir da fahren wollen. Da werden wir zu nichts gezwungen. Es wird 2 Shirts von Maus Esports zu gewinnen geben. Also Maus, hier seht ihr, der Maximilian Bennecke, Moritz Löhner, Patrick Holzmann und Juri Kastorp, die fahren für Maus Esports und ich habe mit dem Teammanager, bin ich gerade so ein bisschen mich am Austauschen und so und ich frage den auch immer so, oder ich hab mich auch schon ein bisschen mit ihm darüber unterhalten, wie das so hinter den Kulissen alles abläuft und sowas und ist ein sehr sympathisches Team, sagen wir es so. Und halt auch einige deutschsprachige Fahrer dabei, 3 deutschsprachige Fahrer mit am Start und der Teammanager ist auch deutsch. Und er hat gefragt, ob wir nicht daran oder ob ihr nicht Bock hättet. Also ich habe einfach mal für euch das so entschieden, weil ich kenne euch ja so ein bisschen, ob ihr nicht darauf Bock hättet auf so ein kleines Giveaway. Und da hat er gesagt, er haut einfach mal 2 Shirts von Maus Esports. Warte mal, können wir uns auch noch mal eben kurz angucken.
Hier seht ihr übrigens noch, wer weitergekommen ist für das Semifinal gleich. Diese 6 Kollegen, unter anderem der Maximilian Benecke, da müssen wir gleich die Daumen drücken auf jeden Fall. So, ich zeige euch das eben, was es gleich zu gewinnen gibt. Einen Moment. So, einmal gibt es dieses Shirt hier zu gewinnen. Also wie gesagt, diese E-Sports-Shirt, einmal so ein relativ schlichtes Shirt. Und einmal gibt es beispielsweise, warte mal, wo war es denn hier? So ein Shirt. Ich weiß nicht, ob es genau so eins ist. Es gibt da verschiedene Farben und ne? Ausführungen von den Shirts. Gibt es, glaube ich, auch noch in weiß. Hier in weiß sehen wir das Ganze auch nochmal. Das haut der Kollege raus hier von dem Team. Was sehr, sehr cool ist. Ja, ihr kennt die alle da, ne? Ich kannte die gar nicht da aus StarCraft und wie es alles heißt. Soll Max unterschreiben auf den Shirt? Ich könnte mal fragen, ob das möglich wäre. Ich könnte mal fragen, ob da ein paar Unterschriften drauf könnten. Hätte da Bock drauf? Ich weiß nicht, ob es machbar ist, aber ich könnte mal nachfragen. Wisniewski was never going to give it up easily, but the invitation was then open to heroic driver Thomas Tartler, who absolutely accepted that invitation, did get involved, and well, this battle just kept going on and on and on. We're heading up towards the final sector of lap number 6. For the first time, though, there was some side-by-side action. Dann frage ich mal nach. So, Juri, auch hier für das Maus-Team unterwegs, habe ich ja gerade gesagt. Sehr stark unterwegs hier in diesem Viertelfinale. Auf 2. Das Rennen habe ich zum Beispiel nicht gesehen. Also ich weiß nicht, wer jetzt hier weiterkommt. Stapleford hat sich da rausgedreht anscheinend. Oder irgendwas ist da passiert. Der ist letzter. Für den lief es auf jeden Fall nicht so gut. Porsche ist auf Nürburgring anscheinend hier gar nicht so gut. Also zumindest sieht man ganz vorne hat man bis jetzt, glaube ich, keinen Porsche gesehen. Beckham ist auf 4 gerade. Der wäre zumindest weiter. Ja, ich frage mal nach. Also vielleicht ist das ja möglich. And they are almost touching there. It's brilliant driving from them all. Again, some frustration from these drivers, that is for certain, but they still drove with Baptista hat das Ding auf jeden Fall sehr dominant hier nach Hause gewummt, wa? Wisniewski weiter, Dennis weiter, Beckham weiter, Riedfeld und der Juri Kastrop auch. Also wir haben tatsächlich jetzt gleich in dem zweiten Halbfinale haben wir 2 Mäuschen mit am Start. Ist das nicht geil? Da haben wir die doppelte Chance, dass jemand ins Finale kommt. Ist doch super. Moritz hat es leider gerade nicht geschafft, aber dann haben wir noch 2. Das Gewinnspiel machen wir dann gleich irgendwann vorm Finale oder so. Machen wir es vorm Finale, ne? Ich würde sagen, vorm Finale haben wir ein bisschen Zeit, können wir das ja eben machen. This Denez and Nils kind of matchup in our finals, the first 2 finals placements for the side of BMW. The real question is though, do you think they have what it takes to make it to at least a top 4 placement? I think Nils Naujoks does. Not sure Denez has shown really the level of qualifying pace you need to get yourself at the sharp end. But then again, I'm willing to be proved wrong. I think the big story really of the day is Furia. I think Furia have got their first win under their belt as well. Managed to get 3 drivers through where in Poland it was not looking good at all. And Yuri Kazdorp, who had a horrendous Poland, he was furious. He very much showed his emotions as well. So yeah, it was a good day for him. He managed to get qualified in pole position and he got second in the race. He'll be looking to try and get himself to a final just to sort of atone for the errors that were made in Poland. But Graham Carroll as well, big shoulders for him because he's got the whole team on his back of Mercedes AMG Petronas. So yeah, we're going to see Graham Carroll potentially try and get himself through to the first final for him. Now, I know you're going to be watching a lot of these drivers like an absolute hawk, Luke. So the real question so, gleich geht's auf jeden Fall erstmal wieder ins Quali, Leute.
Qualifying steht gleich an und wir haben ja gerade gesehen, wie wichtig Qualifying ist. Rogers ist für Porsche gefahren, ja richtig. Und der wird jetzt hier in diesem zweiten Halbfinale auch mit dabei sein. Well, there's two drivers in particular who were very, very close at the front there, with Yuri Toman actually quite close behind them as well. But it was Josh Rogers and Luke Bennett. Luke Bennett is 17 years old. Josh Rogers müsste jetzt auch gleich, glaube ich, losgehen, so in den nächsten Minütchen. Oh, Luke Bennett, gegen den bin ich mal in iRacing gefahren. 17 Jahre ist der auch erst alt, ne? Der Luke ist auch ein echt schneller, gegen den bin ich mal, vielleicht können sich noch die einen oder anderen erinnern, auf Brands Hatch bin ich gegen den gefahren, in iRacing. Er ist von ganz hinten gestartet, ich auch irgendwie von ganz hinten, weil ich Quali verkackt hatte. Und dann haben wir uns quasi zusammen so ein bisschen durchs Feld gearbeitet, aber er war zum Schluss glaube ich, auf 1 oder so. Und ich auf, keine Ahnung wo, weiß ich nicht mehr genau, aber auf jeden Fall nicht so weit vorne wie er. Absolute Maschine auch. Ja, ich dachte auch, er ist älter. Ich dachte auch, der wäre irgendwie so Anfang 20 oder sowas. Coanda ist ein Porsche-Team, ja, genau. Also das Werks, wenn du so willst, das Werks-Porsche-Team. Also Coanda ist auf jeden Fall mit Porsche ganz eng zusammen. Aber Luke ist auch ein Kandidat auf jeden Fall für den Gesamtsieg auf dem Nürburgring, weil auch sehr, sehr stark, sitzt auch im BMW, ne? Ich glaube, Luke sitzt auch im BMW. Felipe Batista, 19, Furia, Brazilian, 21. Ach, das war das der Baptista? I don't have. My brother. Spin. Oder Oliveira, Yes. oder wie heißt er? Myself. Instant. Team. Be a world championship. To be driver. I'm crazy. Yes. I'm a good driver. I have a lot of experience in real life, so I need to do what I think, what I know to win a championship. I'm so excited for them. This could be their first finals placement. Luke, what do you think Felipe and team and co kind of need to do to pull this all together? Wer war Brasilianer gewesen? Brazilian. Luke sieht immer so aus, als ob er gleich explodieren würde, ne? Also wie so eine, ich muss immer da an so eine dampfende Teekanne oder so, die so am Pfeifen ist. Einfach weißabgleich durchgespielt, ja. Irgendwie so. Ja, genau. Da kann der Stream ruhig mal hängen bleiben. Der glüht. Oder das ist einfach sein Hemd, was irgendwie reflektiert oder so. Ich weiß es nicht. They have performed well to get this far, but I still think there's more to come this weekend specifically. Ah, Luke ist gerade wieder am Abkühlen so ein bisschen. We certainly have plenty of teams that have an awful lot to offer, and like you said, when you have the backing of an organization, such a huge brand, that in itself is certainly going to mean the absolute genau, er ist noch sauer. So I want to take a little bit of a look at our team championship. Könnte so der junge Bud Spencer sein, ne? Hier sehen wir nochmal die Overall Team Standings. RAG Esports sind schon ein sehr, sehr starkes Team. Also, wenn man guckt, so Coanda nur 5. Apex Racing Team, krass. Apex Racing Team fährt, glaube ich, der Kevin Ellis Jr. auch mit, der vorhin Zweiter geworden ist hinter Nils. Wild, ja. Guck mal, Face einfach Letzter. Aber BS Competition wird auf jeden Fall aufholen an diesem Wochenende, das ist schon mal klar. Würde Mabix auch gut stehen. Soll ich mir mal so ein schönes Hawaii-Hemd holen, sagt er. Hawaii-T-Shirt. Gibt es einen Zeitplan für die Rennen? Ich kann es euch ehrlich gesagt gar nicht sagen. Ich habe hier einfach diesen Link bekommen, diesen Stream, und wir gucken uns das gemeinsam an.
Ohne Ärmel? Meinst du so Hawaii Tanktop? Der Dude von letztes Mal ohne Stimme, ja. Dafür wurde das Mäuschen heute eingesetzt, du. Hat immer noch keine Stimme. Well, first of all, I'm going to give him props in his team play because he was going to come on and have an interview during the watch along I had on Friday, and then he quickly said, ich hatte mal so ein T-Shirt, ja. Ich habe das, glaube ich, immer noch. Aber das ist halt so dick Baumwolle gewesen. Wir brauchen da was Richtiges. Wir brauchen da so ein richtiges, geiles, sportliches Hawaii-Shirt. Performance-Shirt. I think there's an argument for a couple of others, but he is like a ridiculously talented driver in his own right. But the team, they're going to be backing him as much as Miami possible. I weiß, think they all realize that he is going to be the driver they need to get behind. Ja, Team Maus sind wir ja sowieso schon so, ne, so halb heute hier. Hab ja gerade schon gesagt. Passt ja ganz gut zu Mäuschen, ja, das stimmt. Sage ich euch gleich, wie man an dem Gewinnspiel teilnimmt. Da werde ich mir irgendein Wort aussuchen, das haut er dann in den Chat rein, so könnt ihr dann daran teilnehmen. Und dann gucken wir, ne? Wer der glückliche Gewinner. Wir werden 2 Gewinner haben dann. Also 2 Shirts für 2 verschiedene Leute. Das ist Team Coanda, Porsche. Yeah, so we kind of know how each other are on a day-to-day basis. We do all our training together, everything, whether it be actually in the sim rig or physical training, things like that. So to be honest, we're kind of like a big family in a way. Honestly, we have a really good synergy. We feed off each other. We, you know, take information from one another and really put that together to, I guess, I don't know, elevate our own driving. The decision to move in together for sure was, you know, a big commitment. Especially a lot of us come from different countries. You know, Australia, from California, United States, back in the Netherlands, a little bit closer to where the house is. But, you know, we kind of just grew up in this world playing games together online, racing together as a team. We've known each other for so long, and even before we lived together, we were working together and we were obviously friends. So it's not really just MB, der hat meine Jacke an, hallo. Together and suddenly, oh, you have to start living Reklamieren. together. Yeah, like if I knew these guys personally, you probably. Ich glaube, das ist Niederländer. Your parents' house, you become roommates, something like that, you know. It would just be incredible to be able to win that championship for Porsche, for Coanda, for everybody. Obviously, as drivers, we want to go for the drivers' championship, but you know, winning as a team is something that we've always done and strived to do, and I'm sure that the goal is to do no less than that. Well, my expectation is that at least someone here wins the driver's title. I'm not going to say who, but I'm happy if anyone wins. Porsche Coanda! Ja, die wohnen tatsächlich zusammen. Also die haben quasi ein ganzes Haus, was nur darauf ausgelegt ist, dass dieses Team da trainieren kann, leben kann, performen kann, sich vorbereiten kann. Also, ne, das ist krass. Da hat doch der Felix von der Laden mal ein Video drüber gemacht. Even for yourself, Luke, for any folks that have any questions that they might want James to answer, go ahead and drop them in the chat. And remember to follow at ESL_R1 on Twitter and use the hashtag ESL. Ja, so, ich feiere sowas. Also klar, ist es nicht üblich, aber why not? Ist doch schön zu sehen, dass es auch mal, dass es sowas auch gibt, und ich finde das immer irgendwie so faszinierend. So. So Leute, die Kommentatoren kommen wieder, das heißt, es geht gleich los mit dem Quali. Oh, superb, Jasmine. I think we witnessed certainly a clinic towards the end. Moritz Lerner with a huge set towards the end. Unfortunately, ja, gerade wenn es halt um so viel Geld geht in diesen E-Sports, also egal jetzt ob, also in anderen Bereichen ist das ja schon üblich, dass es um so viel Geld geht, so League of Legends oder Dota oder Counter-Strike und so weiter. Dann musst du dich auch professionell vorbereiten, und dass es da Teams gibt, die viel Geld haben, gute Sponsoren haben, so, für die ist das dann kein Problem, so eine Unterkunft zur Verfügung zu stellen. So, das ist halt im Profisport öfter mal so.
Und jetzt ist es halt im Simracing halt, oder kommt es halt auch so langsam an. Wie gesagt, es geht halt um extrem viel Geld und da werden alle Register gezogen, so von den Teams, dass halt das möglichst gut läuft. Wird Zeit, dass Eintracht Spandau hier angreift. Würde ich fühlen, ey, warum nicht? Also, ich sag mal, für Simracing ist das geil, wenn sich das weiterentwickelt. Yeah, I mean, I've got a good feeling about Mouse this round. Now you'd be like, well, yeah, of course, because they win the first, Max Benecker did win the first ESL R1 round back in. Die Member-Videos kommen morgen raus. Ich hatte mich vorhin schon hingesetzt, bin noch die Nürburgring-Runde gefahren. Allerdings habe ich es nicht mehr geschafft, das alles aufzunehmen und zu kommentieren und sowas. Also es wird morgen Mittag, morgen Nachmittag werde ich die raushauen. Hat wieder leider einen Tag länger gedauert, aber morgen wird's rauskommen. Hand of Blood im Simracing, ja, das fehlt tatsächlich noch, ne? Also der muss mal noch ein bisschen die Fühler ausstrecken in Richtung Simracing. Würde ich gut finden. The calmer environment of being in, if there can be one, in terms of the online stretch of things. Certainly going back to the Furia team, I think they've embraced that. Yeah, I mean there is like this whole thing of when you're racing mit Galle zusammen. In person in Katowice, to kind of describe to you how the drivers went about it. Ja, es ist halt ne? Ich finde es jetzt nicht schlimm, also es darf halt nicht zu langwierig sein, aber so ein bisschen Hintergrundinformation, Vorbereitung, ne? Also so die Leute mental abholen. Du willst ja auch wissen, ich meine, ich quatsch euch jetzt hier halt mehr voll als die, ne? Aber die erzählen halt die ganze Zeit über, was im Vorfeld passiert ist, welcher Fahrer vielleicht, ne? So ein paar Geschichten halt zu verschiedenen Fahrern und so. Oder verschiedenen Rennen und finde ich ja nicht schlecht. Es darf halt nur nicht zu lange sein, das stimmt. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ist das jetzt her? Seit dem letzten Rennen? Eine halbe Stunde oder so? Ne, da muss man halt immer den Mittelweg finden. Aber es geht jetzt, glaube ich, gleich weiter. Wir fahren da nicht mit, ne. Es geht schon los, Leute, es geht los. Der Max geht auf seine Runde. Der Max ist der Erste. Da müssen wir direkt hier, Leute, Downforce. Alle ein Däumchen raushauen hier für die Mäuse. Nicht, also auch für das Mäuschen, aber vor allem für die Mäuschen. Properly competing. That's amazing anyway, to get 3 cars into the semi-finals. Even if they get Veloso and Baptista knocked out of this semi-final and then they don't progress, it's still a huge. Also AMG Arena kannst du halt ultra weit rausfahren, habt ihr gerade gesehen, ne? Da kannst du viel mehr rausfahren als bei ACC. They are looking stronger and in practice they were again. Ich sag, Rogers holt Pole. Ich sag nicht. Nee. Ich glaube, der Porsche ist im Vergleich ein bisschen schlechter als auf dem Hockenheim noch und so. Ich sage, Luke Bennett holt die Pole. Ich könnte mir vorstellen, Bennett holt's. Ich wünsche es den Mäusen, also Bennecke, Juri. Aber Baptista ist auch strong, also BMW generell ist hier sehr stark. Aber wir haben auch gerade gesehen, Kevin Ellis Jr. hat auch eine, oder ist eine 0 gefahren. Das heißt, die Audis können das auch. Aber ich glaube, ein bisschen stärker ist der BMW tatsächlich trotzdem noch. Würde ich jetzt sagen, so vom Gefühl her. Gucken, was der Max jetzt hier fährt. Ist natürlich auch immer ein bisschen... Der Erste zu sein, weiß ich nicht, ob das so ein Vorteil ist. Das ist der Juri, den ihr da unten seht. Juri Kastorp. So, und es geht raus auf Startziel. Und was wird das kommen? Eine 53,1 oder 0? Das wäre gut. Eine 2. Ist, glaube ich, eine ähnliche Zeit, wie Moritz vorhin gefahren ist, ne? Ich glaube, das war eine ähnliche Zeit, wie der Moritz vorhin gefahren ist. Kommt jetzt drauf an, was die Konkurrenz fährt. Jetzt kommt Rogers. Gucken, was Rogers hier raushaut. Ganz knapp vor Max. Ganz knapp. 13.000.
Thoman war auch immer sehr, sehr stark. Der fährt auch für RAG. Yeah, Yuri Thoman looking good. 13,000 in between Rogers and Beneke. Wo ist Thoman hin? Also making his way up Hat er keine Zeit gesetzt? Hat er die ungültig gemacht oder was? Oder leckt das gerade nur hier? Warum sehen wir die Zeiten nicht? Hallo? Perfekt, alle ungültig. The line and nail his lap time to the table as well. Plenty of others looking to take their chances up at the top end. Graham Carroll also the sole. Entweder ist das jetzt gerade ein Anzeigefehler oder stimmt irgendwas nicht. A lot of pressure on his shoulders here, Lewis. Yeah, I think we're having a bit of a timing because these times are being set. We're just not 100% sure as to what they are. I'm having a couple through on live time. Kaputt, einfach kaputt. Ich denke mal, wir werden die Zeiten gleich sehen, aber ich weiß jetzt halt nicht, man kann nicht sehen, wer wo ist, außer halt Rogers und Beneke. Really good there from Baptista, and I can confirm Yuri Thoman's lap time was a 1:53.234. Also Thoman ist eine 53,2 irgendwas gefahren, also der wäre auf P1. Aber die anderen, die siehst du jetzt halt alle nicht. Wir werden es gleich sehen, Leute. Also das ist jetzt natürlich der Überraschungsfaktor, wo alle stehen werden. Ich hoffe, wir sehen es gleich. Hier ist Competition, Wisniewski. Veloso. Didos. Jetzt werden die Entwickler aus dem Bett geklingelt. Ja. Notfall. Oh, really good second sector there from Bennett as well. See what his final one is as he crosses the line. First and second are pretty decent. In der App steht es schon, ja gut, aber ich will es natürlich jetzt hier. I've just seen it come through. We have had the fastest lap time set around the Nürburgring in a qualifying session by Felipe Baptista, 53.016. Baptista auf 1, 53.016, glaube ich, hat er gesagt. Alarm! Wir werden jetzt gleich aber nochmal das Ergebnis sehen. Hoffe ich. Ansonsten gucken wir in der App. Yuri Thoman, Mac Backham, Josh Rogers, Maximilian Beneke, Graham Carroll and Phil Denez. But those 6 down to Carroll, all on 53.2s. Incredibly close between those 6. Also mit einer 53,2 bist du potenziell sogar fast schon zu wenig. Du musst hier unter einer 53,2 fahren, damit du überhaupt weiter vorne stehst. Ich hoffe, Max steht jetzt nicht auch wie Moritz vorhin auf P8 oder so. Könnte halt sein, dass er relativ weit nach hinten gerutscht ist, aber ich hoffe, dass da einige langsamer waren. Wir sehen es jetzt hoffentlich gleich. Das Kabelmanagement ist random, habe ich gar nicht gesehen. P7. Oh je, das wird close. So, jetzt sehen wir hier das Starting Grid. Leider haben wir hier keine Nummerierung dran. Das ist ein bisschen schade. Nee. Nein, okay, das ist nicht die. Das ist nicht die richtige Startaufstellung. No. Ich guck mal in der App eben. Das war nicht das Grid, das hast du richtig erkannt. Garage, wo kann man denn hier gucken? Jetzt live. Oh. Semifinal, jetzt live. Okay, Leute, ich sage euch mal kurz, also das ist übrigens hier die App. Da kann man, da sieht man, ne? Kann man alles sehen. Also, wir haben auf der 1 Felipe Baptista mit einer 53.016, dann 53.152 von Luke Bennett, Wisniewski auf 3 mit einer 53.222, Thoman auf 4, Beckham auf 5, Rogers auf 6, interessant. Und Maximilian Beneke auf 7, direkt hinter Rogers. Das wird ja ein Giga-Fight, Leute.
Carroll auf 8, Dennis auf 9, Veloso 10, Kastop 11, Riedfeld 12. Riedfeld hat halt die, na, Juri hat sie leider auch verkackt. Riedfeld und Kastop haben sie verkackt. Rennsport, wie heißt die nochmal? Companion-App? Ihr wisst es, Leute. Schreibt es mal in den Chat, wie die App nochmal, wie man die nochmal findet. Yeah, I know. It's like I said, it's an incredible amount of money. But kind of that puts pressure on race control to make sure that call is correct. It puts pressure on the drivers to almost that extra little bit, which then puts even more pressure on race control because you know the drivers are going to be on the absolute limit. Ach, ist sogar noch gespeichert, Ausrufezeichen App. Perfekt. Okay. Also da könnt ihr auch alles mal live verfolgen, da wird auch der Stream übertragen. Aber ist natürlich ist langweilig, Leute. Ihr müsst hier gucken. Aber Ergebnis und so könnt ihr gerne auch da gucken. Es geht jetzt hier jede Sekunde los mit dem zweiten Halbfinale. Obviously having Baptista up at the top, we saw him earlier on. He seems so dialed in, so determined. I mean, obviously looking ahead now, he has a big chance of taking a victory. You know, can he take it all away? Can he do exactly what Nils Niox did? Potentially so. I mean, Niox was incredible in semi-final one for sure. So. Partially, was that down to the car looking after it a little bit, you know, and is that gonna help Baptista as well? Obviously driving the BMW. Ich glaube, die App, also ich habe sie mir auch mal runtergeladen, weil ich halt Delivery haben wollte, ne, so wie das. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Sinn dahinter. Die wollen halt, oh, es geht los, Leute. Weniger quatschen, mehr gucken. Let's go. 4 lights. And it's pedal to the metal. And pedal to the metal. Go. Immediately off the line there. Josh Rogers getting a good start, but so does Max Benecke further down as well. But here's the leaders. Felipe Baptista heading in towards turn 1. Further down there, Luke Bennett trying to make his way through. Manages to get himself up into the lead of the race as well. Further down there, Wisniewski trying to get into the mix too. Liga-Start von Luke Bennett. Who of course has been the star of the show here at the R1 Championship. Nose to tail, side by side, heading through Mercedes Arena curve. Vertoman now with the Tiger line as the exit out of turn 3. Yeah, it's on the attack. You can see him there on the inside, of course. The Porsche Commander duo behind. Just watching this all on side by side. Sending it around the outside. Okay, Leute, okay. Wir müssen da erstmal gucken, wir müssen da erstmal sortieren, wo hier wer ist. Die Mäuse da hinten sind, glaube ich, stand jetzt nicht in den Top 6. Sie sind nicht in den Top 6 jetzt gerade. Aber sie sind dran. Max ist dran an den Porsches. Oder ist das Max auf P7? Müsste doch Max sein, oder nicht? Of this pack, you can see there the Porsches literally primed together at this point as well. Obviously Joshua Rogers making up that contingent as well. Of course now we're watching them make their way through the next. Die beiden Porsches sind zusammen, aber die werden wahrscheinlich ähnlich zusammenarbeiten wie die Audis vorhin. 7 und 9. Team Redline car as well. Its way through Jeffrey Rietveld, who of course would have probably wanted a little bit nee, Max ist nicht vom P5 gestartet. Max ist von, glaube ich, vom P7 gestartet oder so, ne? So, mal gucken. Also das Overlay ist gerade anscheinend irgendwie ausgefallen bei den Jungs hier von Rennsport. Weil wir sehen keine Rundenanzahl, wir sehen keine Platzierung und so weiter. Deswegen können wir gerade nur ein bisschen schätzen, was hier so abgeht. Also wir sehen, BMW ist da vorne auf 1 und 2, die ziehen ein bisschen weg. Auf 3 ist, glaube ich, ein AMG und BMW ist auch ganz hinten. Also BMW ganz vorne und ganz hinten. Rietveld geht in die Box, ist das? Glaube ich. Moin Manuel, moin. Seitenwechsel, ja. Undercut. Das ist jetzt schwierig, weil wie gesagt, die Porsches werden zusammenarbeiten und versuchen P6 irgendwie zu verwalten. Und es ist eine ähnliche Situation wie gerade. Ne? Maus will jetzt natürlich auf diesen 6. Platz, aber sie haben halt Rogers und Beckham vor sich.
Und das ist, glaube ich, gar keine einfache Aufgabe. Ne, es gibt keine Livery. Oh. Sieht immer so aus, als ob die da mega viel Zeit verlieren, ne? Aber anscheinend verlieren die ja gar nicht so viel Zeit, wenn die da mal kurz durchs Kies fahren. Schieb ihn raus, Max. Nein, nein, Leute. In our previous race, obviously, currently though, both Porsches will be going through to the final. So now we're seeing the cars now make their way up the hill towards the right now. Still leading the way, Luke Bennett, Baptista in behind. Das erste Halbfinale haben wir schon gesehen. Das ist jetzt das zweite Halbfinale, wo sich wieder die besten 6 qualifizieren fürs Finale. Wir haben das Finale. Searching all over Joshua Rogers as well. A lot of pressure on Graham Carroll. He does not want to remain here too long, otherwise that's Mercedes out of, well, basically out of this round altogether. Yeah, and of course we'll be catching up with James Baldwin after this. I think we want to hear Rogers. Na gut, die wissen auch ganz genau, das macht es überhaupt. Für die macht es jetzt noch weniger Sinn, sich irgendwie gegenseitig zu attackieren. Macht überhaupt keinen Sinn für die, weil die sind ja jetzt gerade safe im Finale mit ihren Porsches. Und der Audi dahinter muss im Endeffekt die Arbeit tun und da mal irgendwann die Nase reinhalten. The 9 cars that are effective in this race, because again, if you've only just turned on, Phil Denairs, Victor Bloser, Jeff Reaver having those early issues. We will get the timing tower to you as soon as possible, don't you worry, but obviously, again, ja, der Funkspruch, da haben wir es wieder. Da haben wir das Overlay, alles klar. Bennett auf 1. Also Bennett und Baptista sind da... Die dominieren das Ding hier anscheinend. 2 BMWs. Danach kommt Wisniewski im AMG, müsste es glaube ich sein. Toman auf 4, bester Audi. Danach 2 Porsches, 5 und 6. Die besten Porsches quasi auch im Team. Also Face ist überhaupt gar nicht dabei. Jetzt hier in den Halbfinals. Oder war der im ersten Halbfinale dabei? Ich glaube, da war der Müller. War noch mit dabei, aber jetzt hier nur noch Korn mit am Start. Dann jetzt aber im Finale mit P5 und P6. Also die grünen Positionen links, das sind die Positionen, wo jeder quasi rein will. Und ihr seht es hier an den 2 Mäuschen, die müssen noch was tun, damit sie da reinkommen. Windschatten gibt es überhaupt? Weiß ich nicht. Ich bin noch keine Session gefahren mit jemandem in Rennsport. They've made a big tweet apparently about how I'm the only one that says the commentator's curse doesn't exist. And it still doesn't. But obviously I said that Mouse are going to go quite well in this, and it doesn't look like. Ja, das kann sein. Also es ist natürlich noch lange keine finale Version. Deswegen. Oh, da kommt die Attacke von Max. Da kommt die Attacke von Max. Oh mein Gott, Leute, es geht los. Es geht los. Komm, bleib daneben und rein da. Alter, what the fuck? Das war ein Giga-Fight, aber das ist natürlich jetzt die Gefahr, dass von hinten jetzt auch noch welche kommen. Yeah, wow, that was big, and like you say, what it's actually done. Let's go. Aber ihr habt gesehen, mega gut, wie man sich anlehnen konnte. Also das ging wirklich richtig gut. Auch jetzt hier in der Online-Version. Da hatten ja viele die Befürchtung, dass es da schlechter sein wird mit dem Netcode und allem. Rogers verteidigt natürlich. Also der wird den Audi niemals da einfach vorbeilassen. Der muss verteidigen. Erstmal ist es für seinen Teammate natürlich vom Vorteil, dann haben sie wenigstens schon mal einen im Finale, falls es der andere nicht schafft. Weil ihr seht es, die Lücke ist direkt nach vorne aufgegangen. Beckham ist direkt eine Sekunde weg. Oder zumindest mal hat er seine Lücke ein bisschen auffangen können. Ich weiß nicht, wie oft Updates kommen hier. Das weiß ich nicht. So tief bin ich da jetzt gerade auch noch nicht drin. Kann sein, dass hier noch kein Windschatten mit drin ist. Das weiß ich auch nicht. Schaden haben wir auf jeden Fall nicht. Also Schaden ist mit drin in der Beta, aber
aber in dieser Version jetzt hier nicht. Okay, schönes Manöver hier. Tormen gegen Wisniewski. Der hat riskiert, der Dude, und wurde belohnt. Ist von P4 auf P3. Yeah, I mean, how good is Yuri in Rennsport? I mean, he's a quality driver. We said it before. When it comes to a lot of the big drivers, doch, Track Limits gibt es auch, aber die sind hier ein bisschen toleranter als ein ACC. Also zum Beispiel AMG Arena kannst du ein bisschen weiter rausfahren, was aber auch nicht schlecht ist. Also ich finde, in ACC wäre ich manchmal dankbar gewesen, wenn man ein bisschen weiter rausfahren kann bei der AMG Arena, weil sonst musst du da immer so verkrampft eng um die Kurve rumfahren, und in echt fahren die halt auch relativ weit raus. So, ne, und warum soll man sich da nicht dran anlehnen oder dran orientieren, ne, wie es dann auch in echt gemacht wird. Teilweise. Nicht immer. Ich sag mal, im Endeffekt ist es ja für alle gleich. Ne, jeder... Für jeden sind die Track Limits gleich, und von daher ist es ja in dem Sinne egal, ob man da jetzt so und so weit rausfahren kann. Ich finde, fürs eigene Fahrgefühl ist es dann halt nur schöner, wenn man hier und da halt ein bisschen weiter raus kann, weil dann sind die Kurven einfach auch angenehmer teilweise, ne, je nachdem welche Kurve. Aber zum Beispiel in iRacing gibt es auch Kurven wie auf Olsen Park, dann nach dieser langgezogenen Links. Du berührst den Curb nur ein bisschen und kriegst nur auf Track. So. Das fühlt sich dann in dem Moment halt irgendwie so unnatürlich an, so verkrampft musst du da immer versuchen irgendwie rumzukommen, und in echt fahren sie da gefühlt halb auf die Wiese und alles ist fein. Wieso ruckelt es so? Es ist quasi ein Restream, den ich hier habe, aber da kann ich leider nichts dran machen. Das ist, also ihr seht das genauso, wie ich es sehe. Also, falls es ruckelt, ich weiß es nicht. Es ruckelt bei mir jetzt, es läuft nicht super flüssig mit 60 FPS oder so, aber ich glaube, es sind halt weniger als 60 FPS, aber man kann es sich auf jeden Fall angucken. Eine Roadmap weiß ich gar nicht, ob es... Also eine richtige Roadmap gibt es jetzt nicht, weil die haben ja... Also das Einzige, was ich halt immer mitkriege, ist, wenn wir so diese ganzen Verschiebungen bekommen und so, wie wir jetzt mit der Beta, wo sie gesagt haben, sie müssen es leider verschieben wegen der ESL und so, weil sie halt so viel Arbeit reinstecken. Wegen dem Turnier hier mussten sie halt die Beta verschieben, aber eine richtige Roadmap haben sie ja, glaube ich, noch nicht irgendwie mit Terminen und so. Oh mein Gott, was war das denn? Das sah komisch aus. Das sah aus, aber halt komplett RIP ist. Du siehst hier und da halt minimal, siehst du es hier und da an manchen, wie sich das Auto verhält, bewegt und so, dass es online ist. Das siehst du schon hier und da, aber ich sag mal, die Contact Physics und so, die sind, glaube ich, trotzdem ganz gut. Also das ist eine gute Grundlage zumindest. Ich werde den Rennsport mit Sicherheit starten, ja. Wie lange, wann, wie, wo, was, das weiß ich natürlich noch nicht, weil ich selber einfach erstmal gucken muss, macht es mir Spaß, wie ist Rennsport dann final. Oh Leute, kein Mäuschen hier im Finale oder was, das kann ja nicht sein. Das wäre sehr schade. Locke, danke dir. Gestern war ein schöner Tag, ja. Gestern war ein schöner Tag. Also, gestern war ein geiler, einfach ein geiler Stream auch. So, Max, gib nochmal alles. Push, Max, push. Er ist eine halbe Sekunde hinter Rogers. Es ist die gleiche Ausgangsposition wie vorhin gegen, also wo Moritz gefightet hat. Er muss jetzt hier in der letzten Runde gleich alles reinwerfen und er muss die Dive zünden. Er muss die Dive zünden. Closing in on Felipe Baptista and Luke Bennett. I've got to say as well with Yuri Toneman and the R8G team, it won't be
James Bolbert that we're catching up with, by the way, after this race. It'll actually be Marcel Chick we'll have a good, or they'll have a good chat with. We won't. We'll leave that to Jasmine and Luke, because, well, let's be honest, they're a bit more interesting to talk to. Poor old Marcel Chick. Das wird die Dive aus der Hölle, ja, in Turn 1, das kann ich dir jetzt schon sagen. In Turn 1, da kommen wir jetzt gleich hin, Leute. Jetzt kommt nochmal die enge Schikane. Jetzt muss er die gut treffen. Und dann kommt gleich die Dive aus der Hölle. Oh, gute Schikane von Max. Oder? Ja. Ich glaube, er ist ein bisschen schneller reingefahren. Max 3 Zehntel hinter Rogers. Komm, jetzt, let's go. Jetzt kommt die Dive, Leute. Taucherbrille aufsetzen und let's go. Sie muss kommen. Nein, geht doch nicht jetzt nach vorne. Geht auf die... Leute. Das kann jetzt nicht euer Ernst sein. Ich glaube, die Dive kam aber nicht. Ich glaube, die Dive kam nicht, Leute. Er war ein bisschen zu weit weg. Regie hat auf jeden Fall Feingefühl. Wird hier ganz groß geschrieben. Ja, Max gibt alles, das siehst du auch schon so an der Fahrweise. Er ist hier am Limit und er will natürlich noch den 6. Platz. Du siehst diesen 6. Platz 3 Zehntel vor dir rumfahren und du weißt, du musst irgendwas versuchen, aber du hast doch keinen... Manchmal hat man da keinen Plan, wie man es machen soll, aber du weißt, du musst, weil sonst wirst du dich eh ärgern und dann versucht man es dann halt irgendwie und mal schauen. Vielleicht wird es auch einfach akzeptieren, aber ich glaube nicht, dass... Einfach akzeptieren tut das niemand. Aber wenn du halt 4 Zehntel dahinter bist, dann kannst du auch eigentlich keine Dive zünden. 5 Zehntel jetzt. Leute, Bennett wird das Ding hier anscheinend gewinnen. Bennett wird das Ding hier aber sowas von gewinnen. Baptista auf 2, Toman auf 3, Wisniewski 4, Beckham 5, Rogers 6 und leider kein Mäuschen mit im Finale, Leute. Leider kein Mäuschen. Leider kein Mäuschen, aber ich sag mal, aus deutschsprachiger Sicht haben wir auf jeden Fall den Nils mit dabei, der hier sogar auch das Ding heute hier gewinnen kann. Das wird ultra spannend, weil wir haben sehr viele gute BMWs dabei. Ihr habt es ja gerade gesehen. Der Kollege Baptista, sehr strong im BMW. Und Bennett auch. Ich sag, es macht ein BMW heute. Because let's be honest, every time we go onto there are 12 drivers, and all 12 of them can really qualify. All 12 of them can find their way through, maybe with a couple of exceptions. We're not going to point any fingers around, alright? Könnte halt gut sein, Leute. Könnte gut sein, dass der Nils es heute macht. Wir haben gesehen, dass er ultra schnell ist, auch im Quali abliefern kann und dass sie auch sehr viel für Quali trainiert haben. Und gleich zählt es halt, die eine Runde. Fürs Finale. Da ist der Druck natürlich nochmal größer, ne? Nochmal. Aber wenn es welche können, dann die Jungs. Warte mal, wie viel Uhr haben wir jetzt? 19:45. Ich kann euch gar nicht sagen, wann genau das Finale startet. So in 20 Minuten oder so? Halbe Stunde. Die Fahrer müssen natürlich jetzt auch erstmal runterkommen. So ein bisschen von diesen schwitzigen 8 Minuten. 8 Minuten sag ich schon, 8 Runden. Genau, wir drücken dem Nils natürlich die Däumchen, auf jeden Fall. Um 8. Ja, pass auf, Leute, dann machen wir jetzt gleich das Gewinnspiel. Und warte mal, was machen wir denn mal? Wir machen... wir brauchen ein Wort. Wir brauchen ein Wort, was wir für das Gewinnspiel nehmen. Also zu gewinnen, ich kann es auch nochmal allen eben zeigen. Ich kann es auch nochmal allen eben zeigen. Zu gewinnen gibt es ein Shirt von Maus.
Der guckt aber böse. So ein Shirt. So sieht es von hinten aus. Also ich weiß nicht, welche Farbe genau. Ich glaube, kann man sich eventuell aussuchen. Entweder weiß oder schwarz. Genau, hier ist das Ganze nämlich nochmal in... Oh, Moritz, hi! So ein Shirt kann man gewinnen. Oder, beziehungsweise 2 Gewinner wird es geben. Einmal für dieses, was ihr gerade gesehen habt, und einmal auch noch für dieses Shirt. Ein T-Shirt von Maus. Ein Puma-Shirt. Fleißig sind sie ja auch, die Jungs, ne? Wir können auch einfach das Wort Maus nehmen, ja, das können wir, so wie der Spandauer es gerade geschrieben hat. Maus wird ja ein bisschen anders geschrieben, ne? So ein auf... So auf modern, sagen wir so. Dann machen wir das so. Ich pflege das mal eben hier ein. Keyword. So, Männers, dann würde ich sagen, haut mal in den Chat rein. Wir machen für das erste Shirt ist dieses Trikot. Und das zweite Shirt ist dieses T-Shirt, das rote. Genau, haut's einfach mal in den Chat rein. Und dann werden wir gleich... 54, okay, der Bot zählt schon gerade fleißig, Leute. Let's go. Alter, Leute, ihr seid ja verrückt. Noch nie so einen aktiven Chat gesehen in meinem Leben. Doch, haben wir schon mal. Wir haben ja schon mal ein Gewinnspiel gemacht. Das ist ja auch komplett explodiert. Oh mein Gott, Leute, das ist wild hier. Also alle, die an dem Gewinnspiel teilnehmen wollen, ihr seht es gerade, einfach Maus in den Chat. Wir haben schon sehr viele Teilnehmer jetzt gerade hier. Und ich bin gespannt, wer es machen wird. Wir lassen das Gewinnspiel noch 2 Minuten laufen. 2 Minuten. Well, wonderful stuff. Congratulations to yourself once again. Luke, other Luke, I'm curious to go through some highlights from the race. Alter, das ist wild. Das ist wild, Leute. 1 Minute noch. Um 50 ist vorbei, Leute. Um 50 ist vorbei. Dann werden wir das Ganze auslosen. I'm going to make this move stick through the inside, and there's a little bit of argy-bargy there on the exit of the corner, but he left the perfect amount of room for the Furia driver to indeed get back involved or get back on track. But look at this, already with a 2-car length advantage, heading down towards... Man kann, glaube ich, nicht mehrmals, ich weiß gar nicht, ob man mehrmals daran teilnehmen kann. Ich glaube... Er sucht sowieso nur zwischen den Usern aus, die daran teilnehmen. Also es ist jetzt egal, ob du einmal oder 10-mal, glaube ich, gespammt hast. Ich glaube, da wird nur die generelle Teilnahme gezählt. So, Leute, 50, wir haben 50. So, pass auf. Ne, haben wir schon 50? Auf der einen Uhr haben wir 50, auf der anderen 49. Was ist das? So, wir machen den ersten Gewinner, ermitteln wir mal eben. So. Mal gucken, ob das jetzt hier funktioniert. Leute, der erste Gewinner. Snuggles83 hat gewonnen. Hier, ich kann euch mal eben kurz zeigen. Hier, Snuggles. Das ist der erste Gewinner. Snuggles83. Herzlichen Glückwunsch, Snuggles83, für, zu dem Maustrikot. Kannst du dich bitte bei mir im Discord melden? Du kannst entweder versuchen, mir privat zu schreiben oder dem Captain Morgan oder einer meiner Mods. Kannst du gerne anschreiben. Snuggles, falls du da bist, ist Snuggles da? Ich weiß nicht, ich sehe so viele Namen, aber ich weiß nicht, ob Snuggles dabei ist. Wenn ja, dann einmal bitte hier irgendwas in den Chat reinhauen, damit ich dich jetzt gerade sehe. Damit wir das confirmen können.
They didn't look good in Poland. I think they'd be the first to admit it. Maybe the emotion of the event sort of took over, but they have come to round 3 and they are ready to party. And I think Baptista. Ich weiß nicht, das ist immer sehr schwierig hier, weil hier sind so viele Leute am Start. Einfach Giga. Und pass auf, Leute, wir machen direkt noch, wir losen noch direkt den zweiten aus. Warte mal, wo kann man das denn machen? Achso, man kann die einfach nochmal wiederholen. Okay, pass auf, dann losen wir gleich noch den zweiten aus. Snuggles bitte melden, ja. Das wäre nicht schlecht. Der zweite, den wir hier direkt mal auslosen. Pass auf, 1, 2... Nein, er heißt nicht wirklich... Alter, ich dachte schon... Oh mein Gott, Leute, das wäre... das hättest du dir auch nicht ausdenken können hier, pass auf. Der Noah. Der Noah. Noah, bist du's? Einfach Noah. Ich glaube, Noah heißt hier einfach... Noah heißt Noah Eder. Ich dachte schon, es wäre unser Noah gewesen. Holy moly. Noah. Schiebung. Noah, bist du da? Genau, jetzt, wir können stoppen, Noah. Wir können stoppen, Leute. Noah, bist du da? Auch du bitte melden auf Discord bei einem meiner Mods, bei mir. Hauptsache du meldest dich. Dann können wir alles weitere klären. Also Snuggles83 und Noah. Bitte einmal melden und wie gesagt, alles weitere klären wir. Snuggles, ist Snuggles da? Ja, ist es so? Ja, GG auf jeden Fall. Gratulation an euch beide. Ihr habt ein Maus, Trikot und Shirt gewonnen. Das schmeckt doch, würde ich mal sagen. Snuggles ist da. Das ist wundervoll. Aber heißt Noah auch einfach nur Noah hier im Chat, oder? Weil ich habe schon öfter mal jetzt auch nur andere Noahs hier gelesen. Ja, auf einmal kommen die ganzen Noah. Ich habe noch nie... also Noah ist ja auch so ein Name, den siehst du ja nicht täglich so, ne? Aber auf einmal siehst du nur noch Noahs hier. Ja, Shiro, genau, das ist der... Shiro ist der neue Noah. And Marcel, I'm presuming you were kind of keeping your eye on all of the sort of races we've had thus far. Who do you think? Ich weiß auch gar nicht, ob der alle anzeigt, Cheap. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall habe ich unter dem Keyword Maus hat der Bot einen Noah rausgefischt. Der meldet sich nicht. Ich kann auch schon mal eben gucken. Warte mal, Leute. Ich gucke mal eben kurz in meinem Discordo. Also ich habe noch keine Nachricht bekommen. Falls einer von meinen Mods schon eine Nachricht bekommen hat, gerne einmal Bescheid sagen. Snuggles, wenn du das hörst, auch du nochmal, gerne einfach melden hier bei mir im Discord. Und dann alles Weitere können wir dann abklären. Sind wir nicht, heute sind wir alle ein Noah. Ja. Fake Bot. Negativ. Okay, perfekt. Also Snuggles ist ja jetzt gerade hier am Start gewesen. Hab dich angeschrieben im Discord. Okay, perfekt. Snuggles ist schon mal safe. Wenn der Noah jetzt gerade sich aber nicht meldet, dann losen wir nochmal neu aus. Noah, du hast noch... Ich gebe dir noch 2 Minuten Zeit, um dich zu melden. Und ansonsten müssen wir hier nochmal neu auslosen. Du hast meine Adresse. Das klingt doch noch ein Plan. Da ist er, der Snuggles hat sich gemeldet. Ja, perfekt. Alright, well, I kind of want to ask you about one driver in particular. What do you make of Nils Nyox on the side of BMW M? Ach nein, als ob. Ehrlich? Okay, das ist wild. Okay, perfekt. Dann haben wir ja schon, dann hatten wir sogar ja schon mal Kontakt. Das ist ja einfach. Es ist einfach. Die Welt ist klein. Wild. Ja genau, da kommen schon die Angebote. Ich kann es auch abholen. Du musst nicht verschicken. Alright, very wonderful stuff. Go ahead, Luke. Hat der Noah jetzt hier in den Chat geschrieben?
Ansonsten, wie gesagt, ich kann nochmal hier ein... Yeah, that will be. For sure. I'm pretty sure that is gonna be 52. Ich krieg schon die Privatnachrichten. Ich bin nur... Lustig, Captain. Okay, keine Nachricht von ihm. Okay, dann würde ich sagen, machen wir nochmal... Also ich sag dem Bot nochmal, er soll nochmal arbeiten. Moment. 3, 2, 1 und let's fucking go. Okay. Wir haben einen neuen Gewinner, Leute. Sagt mir tatsächlich auf den ersten, im ersten Moment nichts. Aber es ist der... Nein, Leute, stopp! Es ist doch schon vorbei. Wir haben doch hier... ihr habt doch schon alles gespammt hier. Stopp! Der Mana Kaua ist der Gewinner von dem zweiten Shirt. Von dem roten Puma Maus Shirt. Mana Kaua. Mana Kaua. Mana Kaua. Wenn er sich meldet, dann ist es sein Shirt. Bitte einmal hier in den Chat schreiben. Und wenn du hier im Chat bist, dann bitte einmal bei Discord melden. Ist in der Liste auf jeden Fall schon mal. Das ist schon mal gut, ja. GG auf jeden Fall oder GZ. Ja, Leute, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Finale fängt da ja an. The behind the scenes for a lot of these drivers in terms of mentoring, how far and to what extent? Wo ist er denn? Ich habe noch nicht gesehen. Aber wir können auch noch mal so lange mal eben hier. Habt ihr noch mal hier den Luke, könnt ihr noch mal ein bisschen in voller Pracht genießen hier mit seinem. Sieht so ein bisschen nach Force India Hawaii Shirt aus, ne? Ja, Leute, wie gesagt, also wer sich nicht meldet, der hat Pech gehabt. Ganz einfache Geschichte. But it's quite a unique system, sim racing, because for the first part of your career, if you're a pro driver, you're kind of doing things on your own. You know, you've not been spotted yet. You've not in a team. Like no one just spawns in and goes, right, oh, I'm racing for a team now. Like so you're used to just your own dynamic and used to just finding time yourself. And then when you go into a team, especially with ja, nein, der Luke versteht das. It becomes easier. But then obviously couple it in with the fact that then you go up against better people. That's where it becomes. Komm, egal, ich nehme das. Ja, ich guck mal, ob er sich schon per Discord gemeldet hat. Ansonsten, wenn das Rennen gleich anfängt und alles, dann machen wir das nach dem Rennen noch mit dem zweiten Shirt. Leute, wir müssen doch mal hier einen Gewinner. Also gibt's ja nicht. Also ich habe noch nichts bekommen. As good as a lot of our drivers, I just need to team up with people. What do you think, Luke? We can do it? Diese Hubgeil. Alle am Geiern, hier gibt's das umsonst, Leute. Freibier für alle. Genau, Leute, ihr müsst euch erstmal in erster Linie beruhigen. Und ihr seid, also, man kann sowieso jetzt gerade nicht mehr dran teilnehmen. Die Leute, die dort dran teilgenommen haben, stehen fest. Und aus diesen Leuten lose ich quasi jetzt gleich nochmal aus. Maybe you are going to be here next season too. Who knows? One can only hope. One can only hope. But talk to me a little bit more about heading into finals. Obviously, we've established that Kevin, Black Jojo, danke für die 11,99. Für den Besten das Beste. Vielen, vielen Dank, ey. Vielen Dank für den Support. Kevin, wie geht's, wie steht's denn so? Guck mal, also, was, ich hab Bier gehört, da bin ich dabei. Aber der Kollege hat sich jetzt auch noch nicht gemeldet, ne? Also, ihr macht mich schwach, Leute. Das kann ja wohl nicht sein. Wenn er hier am Gewinnspiel teilnimmt, dann müsst ihr... Das sind wahrscheinlich die gewesen, die dann gesagt haben, ich gewinne eh nicht. Bin wieder weg.
Ist mir jetzt zu blöd, 5 Minuten zu warten. Genau, oder wir machen so die höchste Spende kriegt. Ja, richtig. Damit machst du dich auch besonders beliebt. Wer bietet mehr, so nach dem Motto. And then you can focus on becoming the champion. So get into a final, you're in the top 12. If you do that every single week, you're guaranteed to get yourself to Munich. Neue Runde vor dem Start. Okay, pass auf, Leute. Wenn sich der Kollege jetzt hier nicht gemeldet hat, dann machen wir noch eine Runde auslosen. Runde 3 jetzt. Und wenn das nicht funktioniert, dann nehme ich das einfach selber. Das müssen wir doch mal irgendwie hier hinkriegen, oder was? Warum habe ich jetzt keine Verbindung hier? Nö, ich habe keine Nachricht bisher bekommen. Okay, Leute, pass auf. Ich mache noch eine Auslosung jetzt hier. Und dann, jetzt machen wir das aber auch hier. Ne? Also wenn das jetzt nicht funktioniert, dann weiß ich auch nicht. Das soll es auch nicht sein. 3, 2, 1 und rein da. Alex B. Alex B, bist du da? Alex B. Leute, bitte nicht jetzt spammen. Bitte nicht spammen, weil ich kann ja nicht lesen, ob Alex da ist. Alex! Bist du da, Alex? Alex B. Enttäusch uns nicht. Sei die Legende heute Abend und meld dich, wenn du was gewonnen hast. Alex! Ja, der Verlosbix, ja. Ich merke schon, ich habe Talent dafür. Ja, Alex B muss aber auch hier im Chat Alex B heißen. Also, ne, dass es da draußen noch, ne, dass es hier hinter irgendwelchen Namen auch noch Alex B's gibt, dann glaube ich euch sogar, aber der ist auch nicht da. Leute, macht mich nicht schwach. Alex! Meld dich bitte im Chat. Please. Wir machen so lange, bis einer von den ganzen Spammern hier ist, ey. Ja, ich komme mal kurz in Dings hier, warte. Wo soll ich reinkommen, Captain? Achso, rüber, okay. Ich komme mal eben rüber, warte. It's a massive opportunity for Simracing to finally be on the world stage. I'm at that stage of my career now where it's make or break, and I'm willing to take the risk. Captain! Yo. Wenn er schreibt, siehst du das aber unter Messages. Genau. Ja. Meinst du in Discord oder auf YouTube? Nee, in dem Bot. Also, wenn du die Seite nochmal aufmachst, siehst du ja den Gewinner und darunter die Messages. Mann! Junge, sag einfach Nachrichten. Nachrichten. Aber bis jetzt hat er auch noch nicht geantwortet. Also ich habe nichts gesehen und bei mir hat sich auch keiner gemeldet. Ja, keine Ahnung. Soll ich einfach jetzt drauf scheißen und direkt noch einen machen? Ja, komm, hau einen raus, bis ich gewonnen habe. Wir machen so lange, bis Captain gewonnen hat, oder Leute? Einverstanden. Ja, Captain hat auch schon zu viel Freibier, genau. 1, 2, 3 und... Okay, Dirk Diggler. Dirk, ich habe vollstes Vertrauen in dich. Dirk hat auf jeden Fall eine coole Sonnenbrille schon mal auf. Und der Dirk, der enttäuscht uns jetzt nicht. Leute, beruhigt euch. Dirk... Wo ist der Dirk? Also ich habe vollstes Vertrauen in Dirk. Also Dirk muss jetzt aber. Ich gucke gerade nur auf den Chat, auf die Namen. Woanders gucke ich nicht hin. Ja, genau, ich bin jetzt gerade auch noch hier im Chat. Dirk Wagner fast. Wo ist der Dirk? Ja, wo ist er denn? Ist er ein Feini oder ist er kein Feini? Dirk! Dirk Diggler, genau, der Dirk Diggler. Come on, Leute, also das ist ja jetzt... Wer nimmt denn an Gewinnspielen teil, wo man weiß, es wird gleich ausgelost und dann geht man einfach oder man meldet sich nicht? Also sowas, das ist ja...
Ja genau, hätte ich jetzt hier Bier geschrieben, dann wären sie alle noch da, wa? Ist jetzt immer noch nichts. Ich gebe den Gewinnern 2 Minuten Zeit. Sind wir schon im Quali? Nein, sind wir noch nicht. Okay. Nicht überlesen? Nee, Garneo, ich habe hier alles im Blick, ich sehe das. Ja, Captain hat sich auch gerade, genau, also es geht manchmal so schnell hier. Vielleicht ist er ja schüchtern, ja. Im Internet ist niemand schüchtern. Ich gebe den Leuten jetzt maximal 2 Minuten, dann machen wir direkt die nächste Auslosung. So wie ich das sehe, sitzen wir morgen früh noch hier, ne? Hey, das kann nicht sein, ne? Ich hatte vollstes Vertrauen in dich, Dirk, ne? Weil du einfach eine coole Sonnenbrille hast, aber anscheinend ist das hier zu viel verlangt. Also einen haben wir ja zumindest schon mal, das ist ja schon mal gut. Da wären wir jetzt immer noch bei 2, dann würde ich mir langsam Gedanken machen. Traurig, ja. Okay, Leute, dann, Dirk hatte seine Chance. Also, tut mir leid, wenn ihr das im Nachhinein seht, aber wer nicht da ist, der hat Pech gehabt. Oder das ist bitter, wenn die sich das im Nachhinein nochmal Junge, wir haben einfach schon 4 Gewinner gehabt, oder 3 oder 4, ich weiß es nicht. Wir sind jetzt, das ist jetzt der 4. Ihr braucht nicht mehr Maus schreiben, hallo. Also ihr müsst nicht mehr dran, ihr könnt und ihr müsst nicht mehr dran teilnehmen. Also ich meine, ist ja schön für die Chat-Interaktion. Alter, hallo. Stopp! Oh mein Gott, Send Help, ey. Was haben wir getan? Ich lose jetzt in 3, 2, 1 einen neuen aus. Und es ist... Okay, es ist auch ein interessantes Profilbild. Es ist der XBR Speedy. Es ist der Joker als Mr. Bean oder... Könnte das Mr. Bean sein als Joker? Sieht so aus, ne? Hallo Yeti, Grüße. XBR Speedy, bitte. Tu uns allen den Gefallen. Erlöse uns. Ich gucke auch nebenbei noch, ob hier das Quali weitergeht oder sowas. Bitte enttäusch uns nicht. XBR Speedy. Ich gucke auf die Uhr. Du hast 2 Minuten bis 20:10 Uhr hast du noch Zeit. Ich hol das Ding jetzt. Ich sehe schon bald die ganzen Leute persönlich bei mir vor der Tür stehen. So, gib mir mein Shirt. Oh mein Gott, Leute. Ey, Leute, das ist doch jetzt ein Witz, ne? Also jetzt hört mal auf, hier rumzutrollen. Speedy! Sonst mache ich mir gleich hier 20 Accounts und dann, also wir losen einfach so lange, bis es irgendjemand von uns gewonnen hat, ja. Nee, wenn ich das gleich gewinne, dann melde ich mich halt auch nicht. So ein Ding ist das. Ich sehe das jetzt hier gerade auch, also stimmt, gut, dass du gesagt hast, weil man sieht den Chatverlauf dann, wenn der Speedy reinschreibt, nachdem er gelost worden ist, sieht man die Nachrichten. Ja. Okay, 1 Minute hast du noch Zeit, Speedy. So Speedy bist du gar nicht, wie du dich hier ausgibst. Also bin ich ehrlich zu dir. Das sind mir immer die Liebsten. Neues Wort bringt nichts, Philippe. Nee, wir haben hier ein paar 100 Teilnehmer und aus denen wird halt immer jetzt, aus diesem Top wird immer ausgelost. Deswegen, das ist jetzt nicht das Problem. Um 20:10 Uhr klicke ich wieder auf Auslosen, Leute. Moin, Mitch. Alter, könnt man mal aufhören, in den Discord zu schreiben? Hallo. Ich gucke auch nochmal sicherheitshalber in den Discord rein. Ja, ich gucke auch schon, aber da ist nichts. Nee, ich habe auch nichts bekommen. Okay, 20:10 Uhr, ich lose mal wieder eine Runde. Mabix hat bald so eine eigene... Genau, ich habe halt hier auf der Halveraner Kirmes habe ich bald einen eigenen Kirmesstand hier, wo ich so Lose aufmache oder so. 3, 2, 1 und ab die Fahrt. Sefa Demirel. Sefa Demirel, was? Ich kann es nicht ganz. Irgendwas mit Meer auf jeden Fall auf dem Foto. Sefa. Sefa, bist du da? Ja, ist er. Die Legende! Ja. Sefa! Ja. Es ist die Legende! Ich habe ihn gespottet. Gratuliere!
zu dem Shirt. Er ist da. Yes. Let's go. Sefa, bitte einmal, es geht, oh, das passt gut, Leute. Es geht hier gleich auch weiter. Bitte einmal im Discord melden, mich anschreiben, Captain oder einer der Mods anschreiben und alles weitere klären wir. Gratulation, du bist der 6. Gewinner, aber du bist der einzig Wahre. Weil du hast es geschafft. Du hast das geschafft, was die anderen nicht geschafft haben. Was eine Geburt. Du hast die Hand gehoben. Du hast die Hand gehoben. Es war eine schwierige Geburt, ich bin ehrlich. Also, ich hätte mir so ein Gewinnspiel, also so eine Verlosung, hätte ich mir ein bisschen entspannter vorgestellt. Ja. Aber es war eine schwierige Geburt. Genau, jetzt krieg ich da 5 T-Shirts. Und die Bierverlosung, ja. Da müssen wir uns nochmal was überlegen. Einer, der es wollte, genau. Einer, der es wollte, der nicht einfach so ein ne? Der Sefa ist ein Macher. Ist ein Macher. Ja, jetzt habe ich da aber auch nochmal. Was ist denn jetzt mit Bier? Ja, also oder war das jetzt nur hier, also... Ich habe ja nicht gesagt heute, ich habe gesagt generell. Hier, wenn ich hier was mit Bier machen würde, dann wäre die... Schweinerei. Leute, das war aber schon lustig, bin ich ehrlich. War schon lustig. Maddock, Dankeschön. Maddock, danke für deine Mitgliedschaft, grüße dich. Vielen, vielen Dank. Im Major-Finale gibt es Bier, gut zu wissen. Beim Major-Finale, was? Major-Finale. Aber Major-Finale wird doch wieder offline sein, ne? Also wieder irgendwo, ich glaube in München ist das, ne? Ja, nee, das ist alles, was weiter als die Haustür ist. Junge, ich werd da sowas von am Start sein in München, aber sowas von. Oder Leute, da werden wir am Start. Ich glaube, da kann man sogar Tickets kaufen oder so. Die Auslosung war anstrengender als eine Stunde Buffers. Ja, ohne Scheiß. Irgendwie schon, ey. Du, ich habe mehr geschwitzt, dass sich hier jemand meldet, als auf Bathurst, wenn du da den Dipper runter 1 Millimeter an der Wand vorbeischraubst. Ich sag dir das. Was soll mit Bier? Genau, jetzt kommen wir... Wie, was Bier? Habe ich was verpasst? Kommen die ganzen Alkoholiker hier wieder. Ey. Ich kann euch grünen Tee anbieten. Grünen Tee kann ich euch anbieten, aber was will keiner? Wunder, dass Frantix noch nichts bei Bier geschrieben hat, ey. Ja. Was für ein Major. Das wird ja hinter das große Finale von diesem ganzen Turnier hier, wird ja in München stattfinden. Als großes Event. Grüntee gibt's da zu viel Bier. Ach so, ja, okay. Ich will gar nicht so weit denken. Nein, verschwinde. GZ an die Gewinner. Okay, Leute, es geht gleich los. Aua. Ja, wie das aber auch wehtun muss. So, du guckst dir das VOD an, dann bist du genau bei der Stelle zur Auslosung, siehst, dass du gewonnen hast und ärgerst dich, dass du mal kurz 5 Minuten Kaffee holen warst. Ja, genau mein Ding, ey. Wir haben ja gesagt, wann wir starten. Also, ne, 5 Minuten waren das jetzt nicht. Also, ich habe mir schon Zeit gelassen. Vor allem bei den ersten beiden. Ja, ich sag, ja. Wo die das Finale fahren, weiß ich nicht. Das weiß ich noch nicht. Wann das stattfindet, steht das schon fest? Ich weiß es nicht. Ja, nicht. Ich bin mal ganz kurz auf einen anderen Discord, 10 Minuten. Ja, mach das mal. Bin ich wieder da. Jo. Ich hab dich nicht ignoriert, Yeti. Ich hab doch Hallo gesagt. So, bis gleich. Titus, du bist ein bisschen spät, aber Titus hätte sich direkt gemeldet. Titus wäre auch ein Macher gewesen. Junge, wir haben gerade ein Gewinnspiel, wir haben gerade eine Auslosung gehabt und es haben sich einfach 5 Leute nicht gemeldet, so, obwohl sie gewonnen haben. Es war sehr frustrierend. Also es war... Ja. War interessant. Aber der Sefa war ein Macher. Und er hat sich gemeldet. Titus, da hättest du dich aber auch gesehen in so Maus-Shirts.
Kann ich noch mal eben kurz zeigen, was hier verlost worden ist. Wir haben einmal so ein schönes Maus-T-Shirt gehabt. Ich weiß genau, in Titus seiner Farbe. Der liebt nämlich Rot. Obwohl Rot ist auch nicht. Du hast ja gesagt, Orange magst du, aber Rot es ist ja fast Orange. Nach 3 Bier ist es Orange. So, einmal so ein Shirt und einmal haben wir hier noch so ein schwarzes oder weißes Shirt von Maus. Also ein Trikot quasi. Das ist das, was wir heute gewonnen haben, oder was wir verlost haben, was die beiden Boys gewonnen haben. But still, that would be frustrating for the Williams esports team. They are looking strong this round, even despite their struggles. It's kind of one of those things that ja, so Trikots, die riechen auch immer so ein bisschen. Warte mal, ich muss mal eben kurz hier reingucken. Yeah, absolutely right. I mean, sind jetzt die ganzen Nachrichten hier von mir? Folks. We want to hear from you as well. Let us know in the live chat where you think it's going. Bear in mind, if you want to check out the socials, folks, and have your say, you can of course check out ESL. Okay, Leute, es geht jetzt gleich. Geht jetzt gleich los anscheinend. ESL_R1 and use the hashtag as well ESLR1. Wo sehe ich denn jetzt hier die Nachrichten? Muss mal eben noch mal kurz hier gucken in meinem Discord. Nachrichtenanfragen. It's not something we can classify as weak. That is the main so. Thing to be accounted on. Sefa, bitte auch nochmal bei Discord schreiben. Das wäre auch nochmal wichtig. So. Das Qualifying, das geht jetzt gleich los. Also das ist jetzt, glaube ich, schon das Qualifying. Das könnte sein, das müsste das jetzt, glaube ich, schon sein. Yeah, absolutely right. I mean, obviously getting it to the front end is half the battle. We've seen it, of course, in a succession of races that we have had. Here, obviously qualifying mightily important in a sprint format. Discord ist auch unten in der Stream-Beschreibung verlinkt. Unten in der Stream-Beschreibung ist Discord verlinkt. Da findet ihr zu meinem Discord und da kann man auch Leute kontaktieren und so weiter. Genau, wir haben perfekt die Wartezeit eigentlich überbrückt, Leute. Also es war ja Entertainment hier auch so ein bisschen, ne? So, jetzt gucken. Leute, es geht los hier. Quali. To get things kicked off here at the Nürburgring. Down the long straight, he will take it down towards the checkered flag line. Toman setzt hier die erste Zeit, eine 53.140. Ist schon mal eine gute Benchmark, glaube ich. Die Top-Zeiten werden bei 53.0 liegen, vermutlich. Und jetzt kommt Kevin Ellis Jr., der ist vorhin die 0 gefahren. Mal gucken, was er jetzt fährt. Jetzt fährt er eine 53.139, eine Tausendstel schneller als Toman. Eine Tausendstel, Leute. Und jetzt kommt Nils Naujoks. Jetzt kommt Nils und kommt 53.0 53.028. Let's go. Wild, ey, wild. Da hat er nochmal seine Zeit unterboten von vorhin. Nils einfach on fire. Richtig, richtig gut. Jetzt kommt Josh Rogers. Ich glaube nicht, dass er da drankommen wird. 53.333. Ja. Yeah, I'm not sure about that middle sector from Mac Backham. 53.280 von Beckham. Jajowski wird auch strong sein. Ich vermute, er wird irgendwo vorne sich unter den ersten dreien. Na, auf 4. Eine 2.49 ist er gefahren. Nils will das Shirt. Nils ist auch ein Macher. Oh my goodness, that is a mega sector, but it doesn't matter. He's cut at the final chicane. He's got No, er hat gecuttet in der Schikane.
Er hat gecuttet. Er hat's verkackt, ja. Jetzt kommt McCormack, Leute. McCormack auch stark gewesen. Wir haben es gesehen. Gucken, was er machen kann. Oh, er hat es auch verkackt. Anscheinend. No. Ja, er hat auch einen Slowdown bekommen. Oh Leute, das ist Drama. Drama. Bennett. So, der ist auch einer, der den Sieg hier holen kann. Mal gucken, wie er sich qualifiziert, weil das wäre wichtig. Er ist auf der 2. Er ist auf der 1. Er ist vor Nils. 6000stel. Murphy, auch stark gewesen. Wird wahrscheinlich auch irgendwo vielleicht vor den Audis sein. Murphy sprengt quasi die Audis zwischen Toman und Jajowski auf P5. Wisniewski. Mal gucken, ob er es besser macht als McCormack hier in diesem Rennen. Wisniewski auf die 5. Sprengt auch nochmal die beiden Audis noch weiter auseinander. Vor Murphy, hinter Toman. Stark. Okay, Leute, das wird... Guck mal, Josh Rogers auf der 10. Das ist geisteskrank. Aber Baptista und McCormack haben es halt verkackt. Die haben es halt verkackt, leider. Also McCormack, man hat es gesehen, ne? Also er ist natürlich jetzt mega frustriert, weil du weißt eigentlich, das Finale ist das Rennen, worauf du eigentlich hinarbeitest, ne? Also erstmal da drin zu sein ist krass, aber wenn du drin bist, dann willst du natürlich auch die Chance nutzen und möglichst viele Punkte holen. Und wenn du dann das Quali so verkackst, ey, es tut mega weh bestimmt. Deswegen kann man das verstehen. Genau, Nils drücken wir auf jeden Fall mega die Daumen, dass er das Ding am besten holt, ne? Würde ich jetzt mal sagen. Also ich gönne es natürlich allen Fahrern, weil es alles krasse Fahrer sind, aber wir sind natürlich auch hier und da so ein bisschen Fanboy jetzt. Oder Fanboy müssen wir heute auch mal sein. Der McCormack muss einfach die Giga-Dive zünden in Turn 1. Ja. Das ist Nürburgring. Nürburgring fahren die heute hier. Nils hat gelupft, genau. Okay, Leute, Finale. Finale von dem dritten Lauf der ESL R1 R1. Hier sehen wir nochmal die Startaufstellung. Bennett 1, Nils auf 2/7000 dahinter, dann ein bisschen mehr als eine Zehntel dahinter, Kevin Ellis Jr., Toman auf 4, Wisniewski 5, Murphy 6, auch sehr stark, Jajowski 7, Beckham 8, Tourmalet auf 9, Rogers auf 10, Baptista 11, McCormack 12. Aber es ist noch nichts. Ja, ich sag mal so, McCormack hat immer noch Chancen, gute Punkte zu holen, wenn er da sich irgendwie durchwurschtelt. Das heißt halt nicht, dass alle hier durchkommen. Ne? Kann sein, dass sich irgendwer abschießt, Massencrash in Turn 1, was weiß ich, es kann alles passieren. Wir werden es sehen. They call it Green Hell. Is it going to be hell when they head out for the final race here now, Lewis? I don't know. I'd actually feel uncomfortable if I was in Bennett's boots. I'm sure he doesn't. I'm sure he doesn't really care. Gucken, ob ich nochmal hier vorspringen kann. Yeah, he'll be doing what he does best coming down into the first Kann ich? It comes down to having someone so experienced as Neil. If you make even the slightest, getting a slightly bogged down start, having an issue in that, missing your brake marker by the tiniest margin. Niels Nyx is the kind of driver that will absolutely pounce to get by. Das ist auch krass, ne? Nils kann das einfach zweimal hintereinander bam abrufen. Also einfach auf den Punkt. Zweimal eine 53-0 gefahren. Heute. Allein an diesem Tag. Das ist halt auch schon eine sehr starke Leistung.
Ja, aber außen ist gar nicht, muss nicht schlecht sein, außen zu sein, weil du hast, klar, die erste Kurve ist ein Nachteil in dem Sinne, aber zweite, dritte Kurve ist, okay, es geht los, Leute. Die zweite, dritte Kurve, da kannst du halt vielleicht mal die Nase reinhalten. Es geht los, Leute. Da hat einer, der Audi hat den Start verpennt. Ah, Nils hat auch ein bisschen den Start verpennt. Luke Bennett mit einem sehr guten Start. Oh mein Gott, Leute, geht das da eng zur Sache. Oh mein Gott. McCormick schon auf 10. Remember how I said that if Yuri Toman started on a couple of rows, he might win this? Well, he had probably one of the worst starts that we've seen up there with the start that we saw from Aniowski back in the Hockenheim ring, and Toman dropping down to position on the race start, but it's side by side behind all of that between McCormack and Nils hat den Start auch so minimal verpennt. Ich weiß aber nicht warum, also ob er einfach einen schlechten Start hatte oder keine Ahnung, wie das abläuft bei den Starts hier. Ob man da Reaktionszeit haben muss oder ob das automatisch geht oder was auch immer, keine Ahnung. Ich denke mal, du musst halt schon manuell irgendwie ein bisschen starten, aber... Drive-Thru? Fehlstart hat er gemacht? Rogers hat einen Fehlstart gemacht. Man kann sogar einen Fehlstart machen, Leute. Wusste ich gar nicht. Boah, Alter, Luke Bennett direkt mal 6 Zehntel innerhalb von einer Runde. McCormick schon auf P9, ja, der will was wissen, der will's wissen hier. Ja, für Rogers ist das Ding jetzt natürlich gelaufen. Das ist sehr belastend. Fehlstart. Da machst du nichts, ne? Also, ist natürlich Worst Case. Yeah, you can see the Williams Esports car in the background with the green wing mirrors. He might be pouncing on back him soon. He's not gone for it now as we look at Wisniewski in that third. Jetzt geht es nur noch um Punkte. Also jeder Platz sind quasi sehr gute Punkte, die man in der Gesamtmeisterschaft machen kann. We are going to see a new winner here in ESL R1. Of course, Josh Rogers. We've had Maximilian Benneker in the first race, or the first round, that first final that we had at Spa. With Rogers being in 12th and then being no Maximilian Benneker in this, we are to see our third Bin mal gespannt. new winner in the championship. Ist gerade hat sich so ein bisschen beruhigt. I love seeing new people at the front. Yeah, we know how competitive this series really is. They round now the hairpin bend. There you see the two RHG cars of Aniowski and Yuri Toman. No fears of elimination. Ja, Rogers ist halt komplett down, ne? Der hat 24 Sekunden Rückstand nach seiner Durchfahrtsstrafe. Leads the way and could be on to lay claim to his first final win. There you see him in the bottom left-hand corner of your screen there. Very physical on the wheel at a very, very technical circuit such as the Nürburgring. It certainly does look fantastic here on Rennsport. Boah, eine Sekunde hat er fast Vorsprung von Nils, nur 9 Zehntel. Das ist strong von Luke Bennett bis jetzt. Gucken, ob da noch irgendwas passiert, ob Nils einfach gerade ein bisschen mehr Reifen schont oder so, weil auch das, obwohl es so ein kurzes Rennen ist, ist tatsächlich Reifenverschleiß nicht zu unterschätzen. Oh, McCormick kriegt eine 5 Sekunden Slowdown. No. To make things difficult for Darren McCormack. Luck certainly not going his way, Lewis. Yeah, so they're a slowdown zone, so it's not like it was back in Katowice, so there'll be a certain place will receive a slowdown penalty from race control, so that you don't kind of get them in a fortuitous location when you don't lose. Genau, nicht der Verschleiß, sondern die Temperaturen, genau. Es geht darum, die Reifen kühl zu halten. Also es fühlt sich halt so an, als ob die Reifen irgendwie stark abbauen oder so. Also es ist ein ähnliches Gefühl, wenn die Reifen zu eine hohe Temperatur haben. Also das Auto fängt halt viel mehr an zu rutschen und du kannst einfach nicht mehr die Pace gehen. Deswegen versucht man wahrscheinlich ein bisschen defensiver zu fahren, aber du musst halt immer genau diesen Sweet Spot finden zwischen ich fahre
so aggressiv wie ich muss, also dass ich dann halt nicht von hinten attackiert werden kann. Aber gleichzeitig gehst du auch nicht 100%, weil sonst, wie gesagt, werden deine Reifen zu warm und dann verlierst du halt hinten raus viel Zeit. Kann passieren bei Bennett, ich weiß es nicht. Kann aber auch sein, dass der es einfach perfekt macht. Ja, also das Format und alles, das wird sich ja langfristig auch in anderen Turnieren wird sich das ja auch noch ändern. Es wird ja auch irgendwann, so wie ich das verstanden habe, auch Endurance-Rennen geben und so. Also da wird ja auch noch mehr Abwechslung kommen. Hallo, ich bin der Cap. Hi. Hallo. Grüße. Wie geht's denn so? Ja. Ja. Doch, Reifenmanagement ist schon, wie ich gerade schon gesagt habe, also Reifenmanagement ist schon vorhanden, aber halt nicht bezüglich Verschleiß, sondern wegen Temperaturen. Deswegen, das ist auch ein Thema, das hat man zum Beispiel auf Spa gesehen, oder war das Hockenheim? Spa? Da war, ich glaube, der Rogers ist irgendwie erst vorne weggefahren, hatte eine Sekunde Vorsprung und hinten raus sind ihm halt die Reifen so ein bisschen abgeraucht. Aber er hat es trotzdem noch gewonnen, so, aber man hat gesehen, dass die anderen wieder näher rangekommen sind. Also man muss wahrscheinlich so ein bisschen schon darauf achten. Sicher, Axel, ich verstehe die Frage. Warte mal. Towman hatte keine gute Laune gerade, wurde von Murphy gesnackt. Das ist schlecht. Wieso ist Nils nur auf P2? Ja? Geht jetzt nicht. Ja, ist auch vom P2 gestartet und Start war nicht ganz so gut. Oh mein Gott. Alter, das war auch schon eine kleine Dive hat er da gezündet, der Towman. Der sieht auch gerade nicht glücklich aus. In ACC wärst du wieder nach Hockenheim geflogen, ne? Ja, wenn du da so reingefahren wärst, dann wäre der andere auf jeden Fall nach außen weggebounced irgendwo. Das weiß ich noch nicht, ob sowas wie Crew Chief und sowas hier auch funktioniert. Das wird sich alles zeigen. Wenn der Spotter von sich aus gut ist, dann brauchst du auch keinen Crew Chief. Ja, das ist die Frage, ob es da sowas geben wird, so in die Richtung. Also bitte nicht so langweilig oder so emotionslos wie bei ACC. Du brauchst jemanden, der dich anschreit, sagst du? Auch, aber wo du auch ein paar mehr Infos Vanilla-mäßig. Also ohne ein extra Programm. Ja, werden wir sehen. Das sind dann so Sachen. Mal schauen. Ich weiß nicht, was die da alles integrieren werden. Also ich glaube, was man schon sagen kann, es wird auf jeden Fall Optionen geben, dass, ich weiß nicht in welchem Ausmaß, aber dass es halt so Mods geben kann. Also so Sachen, die von der... Oh mein Gott, der Porsche. Tito spricht den Spotter ein, ja, das fühle ich. Come on, Captain, defend your position. Ja, boah, Junge, das war wild, Alter, von dem Porsche. Porsche ist anscheinend echt nicht gut hier. Also wenn Beckham und Rogers hier schon solche Probleme haben, dann, dann hast du wahrscheinlich mit dem Porsche hier nicht so die besten Karten. Ich würde sagen, BMW stärkste Auto, Audi zweitstärkste Auto, AMG drittstärkste Auto oder vielleicht sogar Audi und AMG könnten halt fast gleich sein, würde ich sagen. Zumindest Stand jetzt so. Du weißt ja nicht, wie es später aussieht, irgendwie bei der Beta oder... Ja, Stand jetzt, ja, also Stand jetzt. Okay, aber Nils holt langsam auf, 8 Zehntel. Also Bennett hat wahrscheinlich versucht, erstmal das Weite zu suchen, aber es könnte ihm jetzt halt zum Verhängnis werden, dass er vielleicht die Reifen ein bisschen zu hart rangenommen hat. Eamon Murphy, 5 Sekunden Slowdown. Forcing another driver off track. Murphy kriegt auch eine 5 Sekunden und wird damit irgendwo bei McCormack hinterher sein. Oder dahinter auf jeden Fall. Das ist eine interessante Kamera. Da hat irgendeiner wahrscheinlich... Der hat irgendwie aufs Lenkrad gehauen und die Kamera ist einfach abgestürzt.
Sieht ja aus wie bei Marco im Zoom. Das sieht aus, wo meine Kamera bei FIFA abgestürzt ist. Da lag es auch irgendwo auf dem Boden. Das war legendär. Alter. Es gibt so Slowdown-Zonen, wo die dann ausgelöst wird, ja. Aber keine Ahnung, wo diese Zonen sind. Also ich glaube nicht, dass das random einfach in der Kurve, mitten in der Kurve irgendwo gemacht wird. Könnte ich mir, also kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre mega scheiße. So, Nils nur noch 6 Zehntel, 7 Zehntel hinter Bennett. Nils, der alte Taktikfuchs, ne? Könnte sein, dass er 2 Runden Zeit hat er noch, 2,5. Aber er muss sich ranhalten. Da muss er schon pro Runde jetzt so 1, 2 Zehntel aufholen. Ja. Die Strafe schon lange durch. Ach, die Strafe ist schon lange durch gewesen von Murphy. Okay, perfekt. Ja, ich weiß auch nicht, wie schnell sowas geht. Keine Ahnung. Yeah, absolutely right. Just goes to show the positions can be won and lost in a matter of moments. We've seen it already this race on quite a number of occasions. Ja, Ronny sagt das nicht. Am Ende kann. Bei Nils sieht das so aus, als ob er irgendwo in so einem TV-Studio sitzt. Richtig schön mit Sponsorwand im Hintergrund so. Das sieht aus wie bei, wenn die nachher Bundesliga. Ja, genau. So Heineken im Hintergrund, Audi, obwohl ein BMW sitzt. Ja, egal. Ja, egal, Hauptsache irgendwas. Hauptsache macht guten Eindruck, Hauptsache professionell. He's now making his way through the chicane as well, chasing after teammate Erhan Jojowski's 1.5 seconds behind now. Kevin Ellis Jr. Bin gleich wieder da, kurz auf Toilette. Ja, das ist ein Greenscreen, denke ich auch, auf jeden Fall. Da hat man ja die Möglichkeiten, dass man das so relativ easy gut aussehen lassen kann. Ja, Nils kommt ein bisschen ran, Leute. 6 Zehntel. 5 Zehntel teilweise im Delta. Ja, er holt auf jeden Fall auf. Immer noch. Boah, das wär eine Giga-Aufholjagd. Also, was heißt... Es waren mal über 1 Sekunde. 1,1, 1,2. Er sieht natürlich selber, dass er aufholt. Und dann dann könnte nochmal die Nervosität bei Bennett so ein bisschen mehr mit reinspielen. Und Nils... Wir kennen Nils, ne? Das ist ein sehr routinierter, schneller Fahrer. Und so, wenn er einmal das Ding da vorne riecht, dann wird der nicht langsamer werden. So, und ich glaube, Nils ist da auf jeden Fall, also der Bennett ist 17 und Nils ist halt doppelt so alt. Murphy nochmal eine 5-Sekunden-Strafe. Und Tolman muss eine Position zurückgeben. Aber sowas finde ich cool, dass man, bevor man da irgendwie eine 10-Sekunden-Strafe kriegt oder sowas, also wenn man halt jemanden ein bisschen unfair überholt, sagen wir, du kickst ihn raus, ein bisschen, oder lehnst dich ein bisschen zu viel an hier und da, er verliert eine Position, du gewinnst dadurch die Position, dann wird halt gesagt, okay, gib die eine Position zurück und alles ist fein. Das ist cool, also besser als dann direkt irgendwie eine 10-Sekunden-Strafe zu geben oder so. Nils 6 Zehntel, Leute, es geht in die letzte Runde jetzt. Es ist wahrscheinlich ein bisschen viel, aber 6, es müssten so 3, 4 Zehntel sein. Win here in round 3. Yuri Toman again looking very spicy on the rear of Felipe Baptista. Ja, in einem 8-Runden-Rennen ist es sowieso, so eine 5-Sekunden-Strafe ist schon ein Gift in dem Rennen. Da hast du eigentlich schon verloren. Ja, das stimmt. This is a battle for P6, of course, as I said before, no benefits off the back of finishing in the top 6 as such, apart from the point situation that, of course, goes into the teams and drivers championships as now they make their way through towards the next left. Nyok still working at that delta, but Bennett doing a sterling job. 5 Zehntel, Leute. Knapp 4 Zehntel. Es ist ein bisschen zu weit weg, noch 4 Zehntel jetzt, 3 Zehntel, aber das war wahrscheinlich die Anbremszone. Deswegen geht es da nochmal runter. 3 Zehntel. Vielleicht kommt da noch mal der Cent in die Schikane, Leute.
Er ist fast dran. Into chicane, to that penultimate corner, basically into that final chicane, can be a little bit dangerous. It can be a little bit too risky, and he's still got to play the points game. He was sat. Das ist jetzt die Frage, riskierst du? Ja, ich glaube, eine halbe Sekunde, 4 Zehntel circa. Sendet man da rein für den Sieg? Nee, das ist zu weit weg. Der ist zu weit weg, Leute. Ja, aber trotzdem GG. Giga-Rennen. Bennett verdient gewonnen. Pole geholt, also Startzielsieg quasi geholt. Aber Nils wirklich richtig stark gefahren. Der hat es genauso verdient gehabt. Und mega gute Punkte fürs Team. Für ihn als Fahrer und auch als für das gesamte Team. Da gibt es den Love-Tap. Leider zu kurz das Rennen. Ja, ich hätte es gut gefunden, wenn das Finale so 12 Runden gegangen wäre. Oder sagen wir mal so knapp eine halbe Stunde vielleicht insgesamt. 15 Runden. Circa. Hätte ich ganz cool gefunden, weil dann wäre nochmal das Thema Reifenmanagement nochmal relevanter gewesen. Und ihr habt ja gesehen, Nils ist ja rangekommen. Ne, das heißt, den Fight hätten wir auf jeden Fall gesehen. Aber so war es halt ein bisschen zu kurz für Nils. Aber trotzdem, mega starkes Ergebnis. Ja, doppelte Runden hätte ich, glaube ich, auch gefühlt, so 15, 16 Runden. Ja, maximal 16 vielleicht, aber wegen der Dauer der ganzen Rennen, also wegen der Anzahl der Rennen, die stattfinden, mehr ist da irgendwie doof dann. Ja. Aber trotzdem, also das sind alles so Sachen, das ist ja jetzt alles nicht in Stein gemeißelt hier. Ich denke mal, die ESL wird da selber auf Feedback gucken und sagen und einfach gucken, was die Leute sagen, die zuschauen, Leute sagen, die mitfahren vor allem auch. Und da müssen wir langfristig gucken, was daraus gemacht wird. Ne? Also es wird ja die verschiedensten Turniere geben. Langfristig gesehen. Da ist er, der Sieger. Thank you very much, guys. Der Luke. Bennett, first and foremost, congratulations again. I'm almost getting a bit of deja vu here. But the first place finals finish for the side of yourself and Team Redline. What does this win mean for you all? Luke, wir hören dich nicht. There are quite a few lows in the first 3 rounds. Ah, jetzt. But yeah, I mean, I'm speechless. Like, I didn't think I would win something like this, and I have, so it's kind of unreal. Well, they say Poland sucked, mate, but tough time never lasts. You managed to get the dub here. Exactly that, mate. Exactly that. Of course, Le Mans Virtual, probably your biggest, accomplishment in sim racing as a team driver. This is all your own, buddy. You must feel unbelievable. Our 3rd winner in the ESL R1, and you absolutely deserve it. Yeah, it's unbelievable. Like I said, like Le Mans was a real high for me, but that is a team event. But coming into this as a solo driver and to win it is. It's just ridiculous. I can't wait to smile on my face. Well, I kind of want you to give us a little bit of insight, as you did mention solo driver, so much pressure on your shoulders. Give us some insight as to what it's like with the team while you were kind of driving and racing there. Were they all in the call with you? Is everybody sat there incredibly silently, just letting you do your thing? Are people hyping you up? What goes on behind the scenes? For almost 8 laps in that voice call, but yeah, I think the other drivers aren't too happy, and they're not in the voice call with me. But I have the engineer in my ear, and he's letting me know what's going on. But for most of the part, it's absolutely silent, letting me concentrate. And I think I would have gone mental if someone had made a noise. So yeah, big thanks to the team behind everything that's happened. Obviously, it's an amazing accomplishment, but it's only round number 3. How do you move on in this championship? What's the next steps? Win round 4. No, well, I mean, just obviously I still need a big points haul, as I wasn't too far up there in the championship.
But yeah, just consistently getting points, getting us up there in the teams championship, and hopefully getting somewhere in the drivers championship as well to fight for the overall win in Munich. Amazing stuff. Well, congratulations again. I'm not going to keep you for too much longer. Ja, GG an Luke. Wie gesagt, verdient gewonnen. Ja, man könnte meinen, der Kerl macht das hier absichtlich. Nee, aber tatsächlich ist das einfach nur eine angenehme Haltung. Weil der Arm manchmal zu schwer ist. Wisst ihr so? Weil wegen zu, ja, egal. Und Marco nennt mich Kellerkind, ne? Aber bei ihm da im Hintergrund alles runtergezogen, alles dunkel, ein Licht. Ja, Junge, hallo, wir leben in Deutschland, gucken wir auf den Tacho, wir haben 8:45, es ist März, klar ist es dunkel. Ja. Ne, ich meine, dass es runtergezogen war, da die Jalousie oder was da war hinter ihm. Wo? Hä? Bei Luke gerade. Wo ist Jalousie? Marco, gucken wir das im selben Stream, oder? Also, in dem Interview gerade, hinten das große Fenster, oder war das kein Fenster? Doch, das war ein Fenster, oder? Meinst du jetzt bei mir oder bei dem Typen? Ja, heißt du Luke? Ach, Junge, ich dachte, du meinst die ganze Zeit mich? Ich dachte mir so, was für ein Fenster, Junge, das ist ein Schrank. Ich bin ein Schrank. Ja, nee, ich wollte gerade sagen, nicht ich, aber da hinten, das ist ein Schrank. Bodybuilding ist not a crime. Oh, Alter, ist er lost, Mann. Ich hab beim Interview zugehört, hallo? Also mich hat das interessiert, wie seine Gefühlslage ist. Ich habe das nach dem Interview gesagt, aber... Ja, aber da war ich noch so, ich musste erstmal alles verarbeiten und so. Das war ein Fernseher? So ein riesen Fernseher? Nee. Niemals war das ein Fernseher. 780 Zoll. Jetzt muss ich nur... Das war ein Fernseher anscheinend, ja. Nein, da ist doch... Nein. Das ist niemals. Außerdem, wer hängt denn sein Fernseher hinter das Sofa? Ja, gibt's alles. Also willst nicht sehen, wie es bei mir, willst nicht wissen, wie es bei mir aussieht. Ich meine das Ding da, also da, wo die Lampe, dieser Dings da, ne? Also dieses riesen schwarze Teil. Also ich sehe es jetzt sowieso nicht mehr, deswegen, also ich guck's mir hinterher nochmal an. Ich diskutiere mit dem Chat und das ist jetzt... das ist ein Fernseher, nein, das ist eine Solarplatte. Nein, das ist ein Schrank, Fenster, Tür. Wenn das ein Fernseher war, dann bin ich... Timo hat keine Ahnung. Shiro. Geh mal weg jetzt. Ja, Leute, so ein Aquarium würdet ihr auch noch fühlen hier hinten irgendwo, ne? Die armen Fische, sag ich euch jetzt schon. Ist ein Rollo, sag ich doch. Danke. Markus Rühl ist Simracing, ja, noch nicht. Ich meine, ich bin momentan fleißig. Ich gebe Gas, auf jeden Fall. Auch neben der Strecke. Aber noch ist es, also ich muss noch ein bisschen zunehmen. Also ein bisschen Muskelmasse brauche ich noch. Das ist ein Lichtschutz. Lichtschutz hatten wir auch noch nicht, genau. Ja gut, aber auf jeden Fall kein Fernseher, also... Jetzt lass mal die Kirche im Dorf. Ein hochgeklapptes Bett. Was ist denn das? Okay, würde ich auch noch gelten lassen, aber nee, glaube ich auch nicht. Leute, okay, dann würde ich sagen, nach den ganzen heißen Diskussionen, nach dem heißen Gewinnspiel vor allem, Leute, das war ja heute hier fast Hauptattraktion während des Streams. Ich sag's euch. Noch nie so eine schwere Verlosung hier mitgemacht. Also auf der Kirmes wäre das schneller gegangen. Da hätten sie den, ja, ist so, den hätten sie von der Kirmes irgendwo, hätten sie den schneller gefunden als ich hier in meinem Chat. Die Verlosung ist wahrscheinlich ein eigenes Video wert, so. Ist so. Ist so, Leute. Gut, dann würde ich sagen, auf jeden Fall, ja, danke fürs dabei sein. Gratulation nochmal an die beiden Gewinner. Und auch nochmal vielen lieben Dank an das Team Maus für diese Verlosung, beziehungsweise für die Bereitstellung dieser Gewinne. Sehr, sehr nett. Und genau, das wollte ich noch sagen. Das wollte ich eigentlich vorhin schon sagen. Aber wegen dem Gewinnspiel hat das alles nicht so. Das hat mich aus dem Konzept gebracht. Wer momentan nach Monitoren sucht, Leute, dann könnt ihr gerne bei meinem Partner vorbeischauen, weil ich habe hier und da mal ein paar Leute gesehen, die immer hier und da nach Monitoren geguckt haben. Wer momentan sich einen holen möchte in 32 Zoll, guckt mal bei Ausrufezeichen Sale, müsste es heißen, mal in den Chat schreiben. Da findet ihr ein sehr gutes Angebot, was einen 32 Zoll Monitor betrifft.
könnt ihr gerne vorbeischauen, wie gesagt. Und allen anderen wünsche ich einen schönen Abend. Und wir sagen was haben wir heute? Heute ist Montag. Bis Mittwoch. Pro Series. Pro Series steht Imola an. Wird nicht ganz so einfach. Also es wird wahrscheinlich wieder mehr Entertainment als gute Leistung. Mal schauen. Was ist denn das für ein Mindset? Ja, Junge, Imola, da kriege ich jetzt schon wieder, das ist so schöner als Indie, aber nicht unbedingt wahrscheinlich besser für mich vom Ergebnis, weiß ich nicht. Mal gucken. Wir lassen uns überraschen. Vielleicht regnet es ja auch und wir haben Glück. Tobi, Genau, wir müssen schon mal so langsam die Ausreden so vorbereiten. Ja. Schreib sie dir auf. Leute, ich wünsche euch einen guten Abend. Danke fürs Dabeisein und bis demnächst. Tschüss.